So. Scheiße, was habt ihr schon alles geschrieben, wie ich kurz Kaffee holen war? Da war ich. Aha. Alter, ihr haut schon wieder an die Tasten, ey. Guten Abend, alle zusammen. Halt, ich sollte mal mein Mikro da herstellen. Macht Sinn. Guten Abend, alle zusammen. Tamara, Nagini, Mel, Swanny, Angelika, Kati. Dazwischen versteckt zwischen den 1000 Nachrichten. War noch wer da? Darius, Lars. Alle guten Abend. Ich dachte mal vorher, ich schau mal rein, aber alter Shit, was ist jetzt schon wieder los? Love Sky, guten Abend. Halt, ich soll mal mein Ding aufsetzen. Ey, das Coole ist, ich habe jetzt unseren Bausatz, was wir gestern zusammengekaut haben. Oh, wo sieht man den? Den habe ich so gemacht, dass ich ihn hinsetzen kann. Das ist jetzt so oben am Monitor. Ich meine, der ist auch so schön klein. Audio umstellen, sonst wird er nichts. Ne, da brauche ich es auch nicht. Ist er umgestellt? Ja. Ich hab jetzt auch heute mal nachgeschaut. Wie gesagt, nächsten Freitag vielleicht basteln wir so irgendwas. So frei Schnauze, guten Abend, Geist. So irgend so Hintergrund oder sonst irgendein Zeug. Oder ich bestelle mir einen neuen. Weil ich habe da was ins Auge gefasst, was ich heute gesehen habe. Ah, ich wusste nicht, das Hobby wird mal tot. Warte mal, wo war es denn? Gunpla. Und zwar habe ich Ding gefunden. Ein bisschen rumgeschaut. Es gibt halt so Xenoblade 2, gibt's halt ein fucking. Gibt's dieses Siren, Alter, wo die Mysra steuert. Schaut halt einfach nur geil aus. Ignoriere den Preis, der kostet woanders viel weniger. Der schaut halt mega aus und den kann man dann zusammenbauen. Schaut halt einfach nur geil aus. So, aber jetzt weg vom Geld ausgeben. Zockshop muss aber gerade nur an. Kein Problem, kein Problem. Nächste Woche Freitag kann ich sogar zuschauen. Ja, stimmt, du hast gestern gefehlt. Wir haben über die Mail geredet und kurz danach ist er aufgetaucht, aber bei dir hat es leider nicht funktioniert. Pieps müssen wir mal schauen, wann sie kommt. Und Pumpman hat gesagt, dass er eventuell heute nicht hier ist. Kann ich ja mit dem Controller spielen, weil der angeschlossen ist? Nee. Passt schon. Ich spiele eh mit Tastatur. Bogensitze. Dann guten Abend. Warum ist ihr alles so vergammelt? Es ist doch. Aha. Wieder so Gammelstelle. Wenn ich in der Vorstandssitzung meinen Vortrag anfange und am Stream starte. Ach, das passt schon. Sag's halt, das ist ein wichtiger Stream. Ich würde sagen, er ist wichtiger wie ihr alle zusammen. Aber machen wir ja jetzt öfter, nachdem das erstens so gut ankam und zweitens... Hä? Ah, da hinten. Und zweitens auch, echt Spaß gemacht hat. Machst du schon? Ah ja. Eigentlich schon einen Verein aus meinen Verpflichtungen brauchen.
Ich kann schon vor mir, ich kann schon vor mir sehen, weißt du, Tamara steht drin, baut eine riesige Leinwand mit Beamer auf und dann sagt, was magst du da? Naja, der Stream muss nebenbei laufen. Schön. Okay, hier haben wir den ganzen Mist jetzt hier raus. Dailies machen. Wo sind die Dailies heute? Da sind die Dailies. Mondstadt ruft mich. Hui, schon so bei 19. Guten Abend an alle, die noch dazugekommen sind. An die stillen Jungs und Mädels. Die sollen ja was lernen, nicht ich. Ey, wir sind ja wegen euch hier, nicht wegen mir. Kurz Werbung für den Random Montagsstream machen. Ich sehe schon, wir werden fast schon Wir werden schon fast pflichtmäßig Rimworld am Montag spielen, auf jeden Fall nochmal eine Runde. Vor allem, weil die Hauptstory weitergeht. Ja, jetzt müssen wir dann eh später erstmal die ganzen Nebendinger machen. Also, ich weiß nicht, welches müssen wir. Ja, bei Sherlock will ich auch weiterschauen. Das Problem ist, dann ist schon fast kein Random Montag mehr, wenn wir jetzt einfach immer dasselbe spielen. Und ich glaube, wir können den Montag einfach mal einen normalen Montag machen, wo wir Rimworld und Sherlock spielen, beim nächsten Ding, den wir dann abstimmen lassen. Weil das, wie ich es mir jetzt extra geholt habe, könnte man das schon. Einmal noch Rimworld und Sherlock. Das können wir dann schon machen. Dann machen wir den Rim und Sherlock Montag und danach machen wir, eine Woche später machen wir den Random wieder. Wir müssen ja nicht immer random sein. Wir können ja verschiedene Themen immer machen. So war ja eigentlich auch der Plan. Ist aber auch erst der zweite Montag, also. Achso, ich spiele eh mit niemandem zusammen, also bringt das Adden halt nur was, wenn ich irgendwelche Events machen lassen will. Wenn wir zum demnächst wieder die Kannenschau machen, wo wir die Kannen anschauen. Die ganze nächste Woche hat mein Privatvergnügen, nicht wirklich Unterhaltung. Ja, genau, die Bennett-Kannenbesichtigung. Quietly now. Alter. Hey, kann es mal explodieren? Danke. Es braucht echt lang zum Explodieren, wenn es alleine muss, ne? Böser Hilly und... Oh. Ich könnte ja auch mal das andere Team ausprobieren. Wir schmeißen mal Nilo raus, nehmen Raiden mit rein. The campaign begins. Und statt Ding nehmen wir Send one, send 'em all. Tau mit rein. Warum hakt denn das schon wieder?
Ich sehe meine Dinger nicht, weil da ist das Männchen hockt. Wenn man mal auf die andere Seite setzt. Ja, scheiße, da passt nicht mehr. So. Ja. So geht es. Ich bevorzuge die Flöte, stimmt, aber wenn ihr Stream mit Flöten... Nein, ich fange ja bestimmt nicht mit Flöten an. Ich ja, glaube ich, Flötenmusik nicht mal so richtig ausstehen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin eher der Geigen-Fan. Was, warum Peitschen? Hä, wo sind die da? Alter! Warum wirkt denn das nicht? Ey, du verdammte Nervensäge jetzt! Ähnlicher Misskerl. Wo der Rattenfinger angeblich gewohnt hat. In der Kanalisation. Ich glaube, ich kenne davon auch nicht mehr viel, außer dass er halt mit dem Flötenspiel die... Ne, warte mal, das war so, ja, wie war die Geschichte nochmal? Die hatten eine Rattenplage, er hat dann sein Angebot gemacht, dass er die Ratten wegbringt, dann hat er die Ratten weggebracht und dann hat er nichts, ist er nicht bezahlt worden und danach hat er die Kinder geklaut. Peitscht die Mods immer aus, aber irgendwie passt das nicht ein Bild von dir. Nee, ich peitsche doch niemanden aus. Im Stream tut er immer auf unschuldig. Stimmt doch gar nicht. Ich glaube, in letzter Zeit habe ich öfter mal Leute angemault. Vor allem, weil mir ihre Meinungen auf den Sack gegangen sind. Oder weil sie einfach mal klugscheißen wollten. Ich versuche mich immer zurückzuhalten, aber... Stille Wasser sind tief. Ja, das stimmt. Was? Hey, warte, was ist das? Das ist doch... Er hat doch auch noch was gesagt. Was mache ich hier? Fege den Laubhaufen weg. Dass denn immer alles mit Wind sein muss, verdammter Käse. Es geht mit Wasser, geht es nicht, ne? Ach nee, ich soll es ja wegfegen. Ich glaube nicht, dass ich es wegbrennen darf. Weil das war... Ich glaube bei Ding habe ich es mal versaut. Bei Weine guten Morgenröte. Da ist ich mal, da habe ich es mal weggebrannt und dann ist es beschwert worden, weil ich es weggebrannt habe. Ich mag Mondstadt eigentlich auch. Schon allein, weil es halt das erste war, wo wir waren. Das hat so ein bisschen Nostalgiefaktor. Klar ist es nicht das große Highlight, es ist so Standardgebiet eigentlich mit dem ganzen Zeug. Aber hier haben wir halt angefangen, deswegen finde ich es ganz cool. Geheimnisvoll, gefährlich, ungewiss. Macht 3 Sachen gleichzeitig. Multitasking ist das Beste. Bis man nicht mehr weiß, was man eigentlich machen wollte. Kommt er immer zur Kirche, um sie zu belästigen, oder was ist mit ihr los?
Der Typ wird hier für immer stehen. Ich werde seine verdammte Quest niemals annehmen. Dieses Fatui wird für immer in dieser Kirche stehen und blöd schauen. Steht er eigentlich jetzt immer noch da, wenn du die Mission eigentlich gemacht hast? Wie er mich beäugt. Du kleiner Mistkerl. Ich glaube, mich steht immer noch. Achso. Hm. Ich überlege gerade, was soll ich machen? Achso, ja, wir sollten erstmal Ding abholen, ne? Aber das können wir da auch machen. Und du schaust Sailor Moon. Du meinst, du hörst den Stream und schaust Sailor Moon. Oder du hörst eher Sailor Moon und den Stream und zockst Minecraft. Oder du hast 3 Monitore vor dir und siehst alles gleichzeitig. Ich habe mal gemerkt, ich kann Anime so nebenbei nicht laufen lassen. Weil irgendwann entweder konzentriere ich mich dann nur noch auf den Anime. Oder ich kriege vom Anime so gut wie nichts mit. Nein, nicht bitte, bitte weg. So, das haben wir jetzt auch. Wochenaufträge, 15 Herausforderungen. Das haben wir auch. Ich muss mich eigentlich sogar mal ranhalten, ne? Es sind bloß noch 22 Tage und ich bin erst auf 16. Wobei ich aber auch die Saisonaufträge noch nichts gemacht habe, ne? 12 Abgrundsterne. Ach, das ist alles für die Pilze? Alter. Wettbewerb endlich eine Pilze, schließt Aktienprüfung, Abenteuersequenzprüfung 4 ab. 10 Anführergegner brauchen wir jetzt mal nicht. Das mit dem Harz ist eh für einen Eimer. 20 Gerichte, 20 mal Schmieden, die Bitten der Bewohner, Kanntaler, Dekoration. Ah, okay. Ich habe mich auch bloß teilweise mal eingeloggt und dann... Wobei ich mich jetzt die letzten Tage immer gezwungen habe, abends noch schnell mal die Dinger zu machen. Die Dailies und das ganze Zeug, nachdem ich so viel Zeug wieder verloren habe. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich machen wollte. In die Kanne. Nein, bevor wir in die Kanne gehen, gehen wir was schmieden lassen. Wird hier eine Schlangenfalle im Chat aufgestellt, oder was? Zum Beispiel 20 Gerichte. Ich weiß nicht warum, aber warum hakt denn bei mir eigentlich Ding immer wieder? Ich habe doch so nichts mehr an. Machen wir mal Discord aus. Vor allem, ich habe heute zig andere Spiele gespielt und da ist halt nichts gehakt. Warte, was? Genshin ist abgestürzt? Was zur Hölle geht denn ab? Irgendwie macht aber nur Genshin Probleme. Echt? Oh Gott sei Dank, dann liegt es halt bloß an mir. Aber ich habe heute früh Sonic gespielt, ich habe heute, was heute früh oder gestern Abend Star Ocean gespielt und ich weiß nicht, was ich die letzten Tage erst gespielt habe, aber es ist halt nichts passiert. Die laufen eigentlich super. Vielleicht haben sie mit dem letzten Patch doch ein bisschen was vermasselt. Ja, bei mir ziehen wir einfach mal das Spiel aus. Ja, dann ist echt gut, dass nicht bloß bei mir dran liegt. Ich muss den weghocken, der stört mich da oben. Hier seht ihr noch das letzte Mal, den wir gestern zusammengebaut haben. War das so? Er kommt immer näher, er kommt immer näher. Und weg.
Was wollte ich machen? Kochen. Wo sind die Medaillons? Habe ich da noch welche? Egal. Mal da 10. Weil die braucht man ab und zu für die Dailies. Brauchen wir noch was für die Dailies? Machen wir die Klebereisbällchen. Mhm. So. Fuck, ich muss wieder auf Jelan wechseln, es geht einfach nicht. Let's go get ourselves some answers. Oh, you're calling. Weil das, ich kann mich nicht, das mich nicht abgewöhnen, dass ich das hab. Ich wollte gerade auf das Ziel schießen, das du gerade weggetan hast. Was für ein Ziel? Habe ich schon was geschmiedet? Ah, stimmt. Ich mag es ja mittlerweile so. Ich arbeite vorausschauend. Da wir jede Woche streamen, tue ich das wieder einen Auftrag geben, vergesse es bis nächstes Wochenende und dann habe ich's. Jetzt müssen wir in die Kanne. Ah, fuck, ich muss in der Kanne endlich mal. Da müssen wir auch mal wieder. Bei dem Drachengreif waren gerade so blaue Flammen. Was war das? Das da? Das ist der Permafrostbaum. Nee. Doch. Ach nee, das sind die Quests, glaube ich, dafür, ne? Oder irgendwelche Quests? Das ist der Permafrostbaum. Ich glaube, das sind irgendwelche Sachen, wo man machen muss. Ups. Hä? Was ist das jetzt da? Hä? Nein, hör auf. Guten Abend, Schulchen. Ist schade, aber dann halt das nächste Mal wieder. Oder irgendwann unter der Woche. Uns gibt's ja hier noch öfter. This realm is truly beginning to thrive. Ah, sehr schön. Dori auf 2, Dinger auf Ding. If you ever. Wie ich Jellan gebaut habe. Ich weiß schon gar nicht mehr, auf was ich gebaut habe. Dafür habe ich halt die da. Was war denn das nochmal? Diese Verheiratungsgrad 5, ich glaube, das war ja das war ja, glaube ich, die Event-Quest, wo wir die bekommen haben mit Aufladerate. Artefakte sind, glaube ich, jetzt nicht so der Hit. Kritischer Schaden. Aufladerate, bla bla bla. Wobei, das würde mich wahrscheinlich mehr interessieren. Kritischer Schaden, KT-Angriff, LP und das Zeug. Hydroschadensbonus, das ist eigentlich wie fast bei allen Charakteren. Oh, ist das scheiße. Oh, habe ich da eigentlich eins außerhalb der Norm? Ah ja, das da, fuck. Mal schauen. Ja, und eine Aufladerate halt. Also eigentlich eher auf Aufladerate gegangen mit kritischer Schaden und Hydroschaden. Ich habe halt immer geschaut, dass kritischer Schaden und KT mit drin ist. Kritische Trefferrate. Echt überall drin kann das sein? Oh ne, da fehlt's. Da ist es drin. Wir bräuchten einen Ersatz für das. Hydroschaden. Das wäre ein geiles Ding. Ja, nicht ganz. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work. Also das wäre auf jeden Fall once I'm besser wie feeling das up to da. Fuck. Nur bräuchte ich dann halt eins von den anderen, ne? Da bräuchte ich dann ein anderes. Aber das hat halt auch schon 3 geile Dinge. Ach, egal. Jelan passt so. Was wollte ich machen? Achso, ja, ich muss ja Dinger bauen. This realm. Oh ja, das flüchtige Harz muss ich mitnehmen. Das können wir uns sparen. Das nehmen wir raus. Ich spiele es auch gerne zusammen mit Ayaka und Kazuha.
Der mit Ayaka ist super, vor allem wegen dem Wasserangriff dann. Kannst die Artefakte doch auch noch verstärken? If you ever... Waren die gar nicht fertig? Hey, die sind alle auf 20. Was will ich da verstärken? Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ich da eins vergessen hätte. This realm is... Dekoration herstellen. Irgendwas Neues, was wir noch nie gemacht haben? Ein Stecken. Ein Holzfußboden. Ah, jedes Mal muss ich jetzt die Dinge auswählen. Scheiße, mit der Naida bin ich ganz unten. Ein Haus. Machen wir die Streams echt schon die 39. Woche? Sogar mehr. Also die Extra-Streams ja. Habe ich das überhaupt richtig reingeschrieben? Ist das die 39? Weil ich übernehme das ja, nicht dass wir schon bei 40 sind. Inhalte, Livestreams. 39. 38, ja, passt. Also ja, die Streams laufen schon ewig, ey. Für das, dass ich... Achso, ja, das bringt ja eh nichts. Das herstellen. Das mir ja da damals eigentlich... Hä? Achso, ich muss ja da oben umstellen. Dass ich ja am Anfang eher dagegen war und dann kam ja die Idee mit, dass wir da dafür die Sammeldinger nebenbei machen. Kam ja dann auch echt super an und seitdem läuft's. So, einmal das da, einmal das da, einmal das da. Mehr Neues haben wir, glaube ich, nicht. Früher waren das die Gammelsonntage. Ich glaube, die Gammelsonntage gab es ja eigentlich fast nie. Oh, Puri, guten Abend. Das ist fast übersehen. Alle so, hä, was? Und dann, ah. If you ever... Meine wunderschöne Kanne, in der nichts steht, außer die Leute da unten, die mich bewundern und meine Armee. Auf in den Krieg! Was? Wie sie hier alle stehen. Wir gammeln doch immer nur irgendwie. Stimmt auch wieder. Alter, wie hier alle schon auf 60 sind. Was geht ab, ey? Verdammte Streber. Oh, jetzt sind sogar 24 schon da. Guten Abend an alle, die noch dazugekommen sind. Noch extra. Sehr gut, teilst du. Könnte ein bisschen dreckig werden durch den PC. Oder durch die Leitung. Durch die Internetleitung. Ding. AR50. So, das haben wir nicht mal gemacht. Jetzt können wir eigentlich wieder raus zu Sumeru. Sich gern. So, wieder wegen absetzen. Zurücklehnen. Jetzt müsste ich meine Kamera wieder niedriger stellen. So. Aber ich habe meinen Tisch mittlerweile so niedrig, dass mein Ding anstößt, meine Lehne. Muss ich mal ein wenig niedriger gehen.
Gibt's einfach so den UFP-Schlitz. So, 3 Bütten der Bewohner und 3 Kopfgeldjagden. Wo war der Käse nochmal? Da. Ah ja, unter mir war's. Nicht über 18 Stream. Habe ich nie gemacht. Gesagt. Felsenfresser Gabenstein weniger als 5 zum Ende nach 10 Sekunden eine große Menge LP wieder her. Dieser Effekt kann einmal bei jedem Kopfgeldjagd ausgelöst werden. Immun gegen Pyro. Verringert Geo-Widerstand des Ziels. Okay. Ach ja. Keine Ahnung, wie viele Sekunden. Zweitkanal wird demnächst auch wieder gefüttert. Ich habe jetzt hier mal komplett durch. Alle Figuren, was ich nicht vorgestellt habe und Dinger, habe ich mal alles, jetzt mal das ganze Footage aufgenommen. Also was es sich so drehen und keine Ahnung was, jetzt muss ich bloß die Reviews dazu machen. I see everything. Make yourselves at home. Positions. All eyes on me. Allow me. Quietly now. Game's up. Fun, so. Committed to memory. Sehr gut, so gefällt mir doch das. Wurde gewünscht, da ist der. Sehr gut. Ah, ich habe ihren Ding noch gar nicht geändert. Ihren Gleiter. Oh ja, den müssen wir auf jeden Fall freischalten. Der passt hier bei ihr viel zu gut. Den Sumeru-Kleider haben. Das kann noch ein bisschen dauern. Wobei ich das wenigstens jetzt halt immer wieder mal mache. Früher habe ich es ja gar nicht gemacht. Immunität gegen Hydroschaden. Ich brauche auch keinen Hydroschaden verursachen. Der muss nur dafür sorgen, dass die kleinen Dinger kommen. Diese kleinen Explosionskapseln. Was steht denn heute auf dem Blatt? Pokémon-Meister werden. Oh, hör mir auf! Oh, hör mir auf mit Pokémon-Meister. Ich habe die letzte Folge heute angeschaut, wo er das gewonnen ist. Alter, scheiße, ich habe so Gänsehaut gehabt. Ich bin eigentlich kein Fan von der Pokémon-Ding übrigens. Ja, ich sag's grad. Alter Shit. Wo Pikachu so fast zusammenbricht und dann die ganzen Pokémon von Staffel 1 bis zur letzten Staffel kommen. Ey, ich hab Gänsehaut gehabt, ich hab Tränen in den Augen gehabt, Alter, das hat mich voll fertig gemacht, Alter. Ich war total geschockt, Alter, wie ich da drauf reagiert habe. Das war so ein richtiger Nostalgieflash, der mich so fertig gemacht hat. Ich hab's mir zweimal angeschaut, ich hab zweimal dieselbe Reaktion gehabt. Alter Schwede. Ich dachte mir, oh, das muss ich anschauen und dachte, okay, schau ich mir die Folge an. Oh, fuck. Danke für den Spoiler, Leute. Was für ein Spoiler? Es ist über alles das gewesen, dass er Meister gewonnen ist. Ne, es ist keine finale Folge, es geht dann auch immer noch weiter. Wahrscheinlich hättest du es eh nie ausgesaugt. Ja, aber du hast es wahrscheinlich eh nie geschaut, oder? Niemand schaut Pokémon. Ich hätte es auch nicht geschaut, wenn mir nicht gesagt worden ist, dass was da passiert. Ah, okay, jetzt ist er.
bin immer noch kein Fan von der neuen Ash-Version. Ich bin immer noch für die alte. Alles klar, dann bin ich mal kurz weg. Ich glaube, das geht auf 6 Minuten oder so. Oh, Alter, die Szene. Zweimal auf YouTube angeschaut und einmal die Folge selber. Ich wusste nicht, dass das endlich geschafft. Der ist ja eigentlich sogar Pokémon-Weltmeister eigentlich, oder wie das genau ist. Pokémon-Meister ist ja, glaube ich, vorher schon mal irgendwo gewonnen. Oder hat er denn vorher schon mal irgendwas gewonnen? Also irgendwer hat das gestern mal gesagt gehabt. Ah, Alter, boah, mich hat's richtig weggeflasht, ey. Das war. Pff. Ich meine, ich kann sowieso viel zu schnell emotional werden bei irgendwelchen Animes und sonst irgendwas. Aber das war so richtig so Gänsehaut. Oh. Also auch wenn er so irgendwie bloß ein bisschen damals Pokémon geschaut habt, schaut es euch am besten an. Vor allem, du siehst halt so viele. Du siehst eigentlich, aus den ganzen Staffeln siehst du alles Mögliche in dem Kampf. Achso, das ist ja so eine. Busted. Grow, grow, grow. This may hurt a little. All eyes on me. Allow me. Everyone hold hands. Anständig lange Raucherpause. Ja, dann legen wir halt mal, jetzt sind wir 3/4 Stunden. Aber warte, der lebt ja noch. Dann legen wir dann halt in 20 Minuten mal eine 5 Minuten Pause ein oder so. Sinn und Rauchen, ja. Ich tu bloß passiv rauchen. Ich bin Hardcore-Passivraucher bei anderen. Weil die ganze Familie raucht. Gut, mein Bruder tut eher dampfen, aber. Immer diese 5 Minuten Pause. Da habe ich jetzt 3 Stück. Bitten der Bewohner. V. Ist der hier in der Nähe oder ist er ganz Sumeru? Ich hasse Raucher, obwohl meine Familie raucht. Nee, Hass ist ein bisschen übertrieben. Ich meine, jeder soll machen, was er will, solange er dir nicht dafür auf den Sack geht. Das aus Nostalgie muss schon sein. Ich sag ja, wer Pokémon mal irgendwie ein Interesse dran hatte. Das willst du nicht voll, ich will dir nur die scheiß Äpfel geben. Ich habe auch nur 300 Stück. Wie viel willst du? Okay, die bleibt da stehen. Ich muss halt tief in das verunreinigte Gebiet. Was war das zweite? Lebendiger, gemütlicher Rhythmus der Straßen. Das war Nilo. Also wir machen jetzt dann später in Tainari seine Quest fertig. Wir machen Nilo ihre Quest fertig und danach machen wir die Hauptquest fertig. Ende der Geschichte. Ich habe irgendwie vor, wie One Piece von vorne zu gucken. Ja, wenn du das alles vorhast, dann hast du es bis dahin eh vergessen, was ich jetzt vorhin erzählt habe. Wir sehen dich in 5 Wochen wieder. Ja, aber nur wenn er in 5 Wochen nichts anderes dann macht, als One Piece und Ding zu schauen. Pokémon. Something on your mind again?
Joints sind auch keine Drogen. Ich hoffe mal, das ist eine von diesen... Hold the line. Commit it to memory. Yeah. Yeah. Here. Uah. Achso, ja, ich muss ja erst wieder... Das ist die große Frage. Auch die Tiere machen Fehler. Nee, das ist es nicht. Das. Was auch keine Belohnung drin stehen hat. Ah ja, da. Der Reisende kann Pudding vorbeibringen. Oh, ich habe heute die Folgen vorbereitet für die nächsten Tage, die wo man von der Story. Ich glaube, ich habe mir Nilos Tanz zweimal angeschaut. Weil ich den so geil fand. Also vor der Akademie. Ich meine, ich bin jetzt ein ziemlicher Kunstbanause, aber sowas mag ich. Rest and revamp positions. Everyone hold hands. Wo ist schon fertig? Oh. Auf dem Basar tummeln. So, jetzt haben wir das einmal gemacht. Wir haben das andere gemacht. Bitten der Bewohner ist jetzt weg. Geschmiedete Objekte, Ansehensbelohnung für Liebe. Was? Take it easy. Ah, da war's. Ich habe hier irgendwelche Ansehensbelohnungen zum Abholen. Habe ich das nicht schon... Ach nee, das habe ich gar nicht voll. Ah ja, stimmt, ich habe es nur bis zum Kompass gemacht. So, wir haben unser Harz noch. Also warte, da porte ich mich lieber, das sehe ich gar nicht ein. Dass ich jetzt da hinlaufe. Kommt man da hin? Halt. Oh, mir gehen die Dinger wieder aus, wir müssen wieder Schmetterlinge holen. Ja, müssen wir gescheit hinhocken, ey. Take it easy. Fand ich irgendjemand eigentlich den neuen One Piece Film gesehen? Der wo ja eher so musical-mäßig ist? Muss mir auch noch geben.
suche gerade mal nach Pokémon schon in... Ja, der neue One Piece geht auch keine Ahnung wie lang. Aber der ist ja eher so musical-mäßig gemacht, wo halt viel gesungen wird. Hab ich schon Bock drauf, ey. Ich mag so Dinge. Ich suche gerade nach Pokémon schon in Wolf. Eigentlich musst du nur Ash vs. Leon eingeben. Das ist der aus dem letzten Pokémon-Spiel. Aus Schwert und Schild, den wir am Ende besiegt haben. Der ist im Prinzip den Typ, den wir besiegen muss. Ah ja, Morgenröte war's. Take it easy. Das Einzige, wo es vielleicht schauen muss, dass du einen findest mit Untertitel. Weil ich habe die ersten 1-2 Stück habe ich geschaut gehabt, da waren halt bloß... Das war dann bloß Japanisch. Wobei du eigentlich auch nicht wirklich große... Wobei du für die Attacken auch nicht groß irgendwas wissen musst. Du siehst ja, was die machen. Da reicht Japanisch auch. Guten Abend, Klaus. Und die Pokémon, die wo was sagen, die sagen ja eh bloß ihren Namen. Nein. Nein, böser Schmetterling. Dumme Sau, warum waren da oben auch einer? Take it easy. It's raining again. Reden wir immer noch über wie lange... Good. If the rain washes away the traces, it's gonna set us back a long way. Bei mir Minimum 3 Wochen. Wir sind jetzt bei 1000 irgendwas Folgen. Warte mal, ich schaue doch immer auf der einen Seite. Wie lange würden wir brauchen, um Ding zu schauen? Um One Piece wieder von vorne zu schauen. Warte mal kurz. Sub. Ah, warte, da war es, oder? Ja, da ist Gundam Wing. 1039. Mal 20 Minuten. Durch 24 Stunden. Mach ich das gerade richtig? Nochmal. 1039. Warte, ich klicke mal rum. Mal 20 Minuten. Was habe ich jetzt dann? Durch 24 Stunden? Alter, momentan, mein Hirn ist momentan am Arsch. Was ist los hier? Also nochmal, 1039 Folgen mal 20 Minuten. Das sind 20.780 Minuten. Durch 24 Stunden. Das wären dann 865 Tage? Ah nein, durch 60 Minuten. Oh, bin ich bescheuert. Was ist heute los, ey? Alter Schwede. Ich wusste doch, ey, mein Kopf ist gerade im Arsch. 20 Minuten. Durch 60 Minuten, durch 24 Stunden. Habe ich das richtig gemacht? Doch, ne? 14 Tage jetzt dann. 15, wenn es hinkommt. Genshin Impact 1 bis jetzt alle Videos geschaut. Freut mich zu hören. Guten Abend Aslan und guten Abend TTHF. Und guten Abend Pikachu. Danke, dass ihr mich alle mögt. Ich glaube, einer war hier, der mag kein Pikachu. Und Glückwunsch zur Weltmeisterschaft.
innocent children and timid adults are scared of thunder. But you're not either of those, are you? Take it easy. Sind hier keine von den Schmettis mehr? Scheinbar nicht. So, und jetzt ist die Frage, was soll ich jetzt machen? Ah, ja, genau. Gut, genau, wir sind stolz auf dich. So, schauen wir mal, dass wir Rotz-Artefakte bekommen. Ich meine, was wollen wir sonst machen? Ja, Detektiv Conan, aber da gibt es ja auch schon wieder zu viele Folgen, ey. Und immer das Gleiche, finde ich. Ich habe irgendwann aufgehört zu schauen. Kennen wird wahrscheinlich fast jeder, ja. Komplett schauen wird's fast keiner. Sharing my knowledge. Here. This dance is for you. We'll meet again. Evil ist genauso Mainstream, stimmt, ja. Evil ist so neben Pikachu so die Hauptdinger. Oh, ist das besser wie meins? Ist immer noch kritischer Schaden, was mir da gefällt. Ich habe immer lieber KT. Oh ja, ich habe ja eins mit KT gefunden, fällt mir gerade ein. Okay, das andere ist Schrott. Stimmt, der Glurak. Gibt's da noch einen? Mauzi. Wobei Mauzi nicht so beliebt ist, glaube ich. Allow me. Quietly now. Let's end this now. This may hurt a little. Now you're testing my patience. Bisasam? Nee, niemand mag Bisasam. Halt, nein, warte, hatten wir das erst nicht mit Peewee irgendwann mal vor Monat? Oder wer war das? Mausi hat als Stil, ja. Ich glaube, mit irgendwem hat was mit Pokémon mal. Ich glaube schon, dass. Was ist der Typ Peewee, wo wir dann alle auf die rumkackt haben? Falls ich mich dran erinnere, falls das wirklich so war, ich habe keine Ahnung. Ja, okay, ich hab's gewusst, Alter. Ich hab's doch gewusst. Oh, scheiße. Der war schon, sie reagiert nicht. Vielleicht war sie es doch nicht. Ja, aber man kann auf jeden Fall sich darauf einigen. Bisasam, nicht Bisasam, jetzt fange ich schon damit an. Also Glamiander wird immer, ja. Pikachu, Glurak und Evoli sind so die der obersten bekannten Pokémon. The Temple of Wisdom. Rest and revamp here. That hurt a little. And put the waves. Gotcha. Yeah, I see everything. I'm getting sick of this. Now you're testing my patience. We'll meet again. Quietly now. Pulverize! Hold the line.
Ah, okay, deswegen. Ich weiß es, sie schreibt nichts. Irgendwas ist komisch. Let's move out. Ich kann noch mitgucken. Dann willkommen zurück, Schunchen. Bis das dann bleibt die Nummer 1. Ist offiziell. Ja, vielleicht auf dem Kompost, ja. Scheiße. Ich kann da nicht aufhören. Es ist wie eine Krankheit. Hm? Ah, okay, ne, ich hab's bloß nicht gelesen, Klaus. Klar kannst du sowas sagen. Dann viel Spaß bei Sonic. Finde ich super, ich habe heute auch schon wieder 1,5 Stunden gespielt. You are not welcome here. Sharing my knowledge. Ha! Committed to memory. Things are about to get dicey. All my strength. Yeah. I'm Hä, nein, du störst doch nicht. This dance is for you. We'll meet again. Regret. Ja, das ist dann nur als Mitleids-1. You are not welcome here. Allow me. Busted. Ha! Here comes the catch. All eyes on me. Never test my patience. Let's play through a little. Gotcha. We'll I'm meet done. again. Ha! Bist du Schülergang? Die böse Team im neuen Spiel? Ich weiß halt über das Neue gar nichts. Oh fuck, ich hab das gar nicht gemacht, ne? Heilungsbonus. Bekomme ich die EM-Kelche von dir? Ich habe ja selber keine. Oder hatte ich da jetzt einen? Ich habe diesmal mitbekommen. Ja, EM-Kelche kriege ich halt so gut wie gar nicht. Also ich habe jetzt bisher die letzten Tage alles in Ding gesteckt und ey, hör mir auf. Habe ich eigentlich mal wieder ein Ding voll? Ah, nein, ne, fehlt's noch ein bisschen. Da habe ich noch 10. Wieder 4000 Runde, Alter. Ich war halt bei fast 20, Mann. Verdammt, Nahida, warum hast du so viel gekostet? Professor Eich hat es nicht mehr hinbekommen, um für 4 Kinder Pokémon zusammenzuhalten. Ich finde immer noch geiler die Begründung, dass Professor Eich ein Psycho ist und Kinder mit Pokémon auf die Welt loslässt, um andere Leute zu bekämpfen. Wobei ja die geilsten Memes sind ja, dass Professor Eich in Ash ja nur mit 10 Jahren mit einem Pokémon losgeschickt hat, damit er sich an seine Mutter ranmachen kann. Die Memes finde ich immer so geil. Wie wir immer dasselbe sagen. Das ist so geil, Alter. Schon zweimal jetzt daheim miteinander das gleiche gesagt, ey, im selben Moment. Guten Abend, Pieps.
sure what to do next. Aus dem Kopf sind. Das Meme ist so geil, ey. Jetzt habe ich 40, ne? Gehe ich jetzt zweimal einzeln rein oder mache ich das? Oder gehe ich extra? Ach komm, ich gehe jetzt zweimal einzeln rein. Ne, warte mal, gibt's heute nicht auch? Ne, die Dinger braucht kein Schwein. Da. Kein Schleim. Das Coole ist, Pewee hat einen neuen Bug. Ja, ein bisschen noch schauen, ob ich bessere Artefakte bekomme. Normalerweise kommt doch immer dieses normale Gesicht. Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Now you're testing my patience. Quiet now. Darüber diskutieren, dass Pikachu das Beste aller Pokémon ist. Und dass Ash Pokémon-Weltmeister ist. Aber ich glaube, das hatten wir gestern schon, da warst du auch dabei, glaube ich, ne? Wo wir das gesagt haben. Ah, nee, oder du bist schon im Bett gewesen, du warst ja dann irgendwann weg, ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, wer wann wo dabei war. Busted. Now you're testing my patience. Will meet again. I'm getting Du siehst nur dein, aktualisier nochmal, hier stehen echt viele. Gerade. Ja, dann wird das Video demonetarisiert. Ich hatte die Idee auch gerade. Und da dachte ich mir, scheiße, kann ich nicht machen. Guten Abend, Just for Fun. Ach nee, ich habe erst eins mit KT bekommen. Das Einzige wäre, wenn ihr alle am PC auch können wir es zusammenschauen, aber dann müsste ich sie halt so ein bisschen einblenden bloß, mehr nicht. Mein Problem ist, ich könnte es vielleicht später rausschneiden, aber das Risiko, dass das Video vielleicht, der Stream wieder zu lang wird, ist mir dann doch zu groß. Also es schreiben immer noch alle. Der 7-Stunden-Stream, ja, der war zu lang. Ich kann sie nicht muten. Ich kann nur vorübergehend blockieren, ausblenden oder Moderator entfernen. Ah, okay. Mach nur noch Kurzstreams mit 5 Stunden. Kurzer, ja. Wehe, nein, ich habe das nicht vorgehabt. Ich habe bloß vorgelesen, was ich machen kann. So, was mache ich jetzt? Wollen wir jetzt die kurze Pause machen, damit ihr alle die Pokémon-Folge anschauen könnt?
hole ich mir halt noch schnell einen Kaffee. Ja, ja, wir sind auf jeden Fall noch eine Weile da. Blaue Flammen beim Drachenkart, ja, ich habe das nie mehr gemacht. Du kennst dich noch, was erwartest du von mir? Ich habe nie gewusst, was das eigentlich ist. Ich habe da nie drauf geklickt. Bis vor ein paar Wochen oder so. Dann weißt du, was du jetzt magst. Samstagsabend Hobbylosigkeit. Aber keine 8 Stunden Streams. Schauen wir mal, was heute wird. Wir haben heute ein bisschen was vor. Erst in Tainari seine Missionen zu Ende machen. In einer Stunde bin ich ja locker noch da. Ich hab ja schon oft gesagt, ich glaube, ich schaff's hier sowieso nie unter 4 Stunden raus. Jedes Mal, wenn ich mir sage, mehr wie 2,5 bis 3 Stunden machen wir heute mal nicht. Dann sind's 4 oder 5. Standard. Habe ich überhaupt schon mal einen kürzeren Stream geschafft? Also jedenfalls Genshin. Andere Streams ja, aber Genshin, glaube ich, bin mir gerade unsicher. Und mal Filter. Nee, nicht Ding. Titel. Genshin. 6 Stunden, 4,5, 3,5. Okay, ich habe schon mal unter 4 geschafft. 4,70, 5 Stunden. Das andere sind immer die anderen, die speziellen Streams. 5 Stunden 45, 3 Stunden 40. Das war wieder ein Aufnahmestream, da wo ich damals immer aufgenommen habe. Das war, glaube ich, zu irgendwas anderem. Ah, genau, da ist der Stream unterbrochen worden. 4 Stunden, 4 Stunden. 2 Stunden. Nee, das ist eine Aufnahme wieder gewesen. 4 Stunden. Also die Streams gehen immer mindestens 4 Stunden. Nur arbeitsbedingt bist du mal für öfter unten. Also gut, dann machen wir jetzt dann kurz mal die 5 Minuten Pause und ihr könnt alle Pokémon schauen. Wie gesagt, gebt einfach auf, falls ihr sucht. Ash, VS Leon ein. Und dann am besten ist viel. Alter, die gehen teilweise halt 9 Minuten, ne? Schaut euch am besten die kurze Ding aus. Oder gebt Englisch-Subs ein oder irgend sowas. Also es sind nicht alle Kämpfe, das ist fast eigentlich nur das Ding. Also dann bis gleich, ich mache jetzt dann kurz noch einen Kaffee und dann könnt ihr euch das anschauen. Kurze Pokémon-Pause.
Warte ich noch auf das Video mit allen Kämpfen. Boah, die Kämpfe gehen vor ewig, ne? Ich glaube, das sind 5 Folgen oder 6 Stück, ey. Ja, ja, ich warte. Ich weiß ja, dass ihr da seid, aber ich dachte mir, ich melde mich schon mal. Passt doch nicht, ich muss irgendwas noch was schauen. Ja, die Nachrichten sind angekommen, Klaus. Ich habe vorhin schon gesagt, schön, dass du Sonic hast. Hoffentlich macht es Spaß. Und damit hallo und herzlich willkommen. Nein, da kommt das Squid wieder, verzieh dich. Ne. Die Technologie der Ahnen übersteigt dein modernes Verständnis. Unerwünscht. Die Technologie der Ahnen übersteigt. Ja, wie haben welche geschrieben gehabt? Die wussten, Team Rocket sind im Prinzip die Schlausten in der ganzen Pokémon-Serie. Weil die schon von Anfang an wussten, dass es das stärkste Pikachu ist. Doch nochmal größer machen. Hab ich da jetzt eigentlich Zucker rein? Die Kämpfe davor waren auch nicht schlecht. Ich habe den Kampf, wo er ins Finale einzieht, auch angeschaut. Der will nur durch das Band der Freundschaft so stark geworden. Ja, auch, könnte man fast sagen. Aber das ist halt so dieses... Er wird halt angefeuert. Es ist wieder dieser typische halt, ich glaube, alle glauben an mich und deswegen wäre ich halt stärker und sonst irgendwas. Aber ja, das ist jetzt halt auch kein... Es ist halt auch kein Ding, wie sagt man? Es ist halt auch kein irgendwie so erwachsener Anime, sondern ist ja eher was für Kids. Da ist es halt normal. Das Band der Freundschaft, das ist das Herz der Karten. Obwohl, stimmt, ja, da hat er ja auch dieses Zeichen auf der Hand, wo sie draufmalen. Ja gut, nachdem jetzt ja alle wieder da sind, springen wir mal Tinari Mission. Ich war eher Dragon Ball und Pokémon. Ich habe alles geschaut. ich hab so gut wie alles geschaut. Damals mit Sailor Moon und Pokémon und so weiter. Dragon Ball. Digimon. Was gab's noch alles? Ja, die mit dem Pharao waren die besten. Ich fand später, noch... Na Gott, ne, Yu-Gi-Oh! GX fand ich auch noch ganz cool. Wobei die Kämpfe mir da immer zu schnell gingen. Das war ja teilweise so, jeder legt 5 Karten und dann war der Kampf zu Ende. Dragon Ball habe ich eingepinnt, das ist mein Ex mit der 5. Staffel. Was war die 5. Staffel? Dragon Ball Z dann, oder? Wedding Beach, Jan die Kamikaze-Diebin,
Dieser Fußball-Anime und der Handball-Anime. Der Handball-Anime war ja Mila. Mila Superstar. Der Fußball-Anime waren entweder Kickers oder Captain Tsubasa. Na, wie ich die halt alle noch im Kopf habe, die alten Dinge. Wobei Mila war ich nie so der Fan. Das habe ich halt geschaut, was gelaufen ist. Ich glaube, das ist echt einmal ein Grund, dass man ab und zu mal einen Stream vielleicht auf Discord auslagert. Weil da kann ich euch auch die Videos von YouTube zeigen, ohne dass ich irgendwas gesperrt wird. So Sonderstreams. Weil da kann man sich mal die alten Animes oder Serien, was man so geschaut hat, mal anschauen. Oder die Lieder dazu. Weil hier kann ich es halt nicht machen, die sperren dir den Arsch weg, ey. Auf Deutsch gesagt. Dschungelbuch kenne ich auch, ja. Okay, mich bitte halt ein Yu-Gi-Oh! Pokémon Avatar. Was gab's denn damals noch? Heidi war ja auch ein Anime. Blue Water war ja auch Nadja oder so. Ja, hey Arnold ist ja ein amerikanischer Cartoon. Ich hab schon vergessen, wie das wieder heißt, ey, weil ich immer nur Anime im Kopf habe. Wobei ja das eigentlich alles dasselbe ist, nur aus anderen Kulturen. Aber das dürfen wir auch nicht sagen, weil sonst wird mit Gelünchen aufgehängt. Roccos modernes Leben. Oh, Alter, das waren alles so geile Serien. Ne, Anime ist im Prinzip alles, was aus Japan kommt. Dies ist halt das Wort bei denen dafür. Cartoons ist halt eigentlich der Rest der Welt, kannst du sagen. Wobei, Koreanisch heißt es ja dann auch wieder anders, oder was? Chinesisch? Keine Ahnung, die haben eigentlich alle anderen Wörter dabei, aber ich würde fast sagen, die westlichen Dinger sind halt Cartoons. Grob überschlagen. Aber wahrscheinlich gibt es da auch zig Unterkategorien, wo jetzt irgendwelche Fans jetzt schon mit dem Messer wetzen. Du Schwein, ich bring dich um, weil du das gesagt hast. Hey, warte mal, das Roboterviech ist abgehauen. Robin Hood kenne ich, glaube ich, auch, ja. Donghua, ja, ich habe den Namen, glaube ich, mal gehört, aber... Da gibt's auch nur, ich glaube, 2 chinesische Animes habe ich geschaut. Jetzt habe ich trotzdem Animes gesagt, ich bleib dabei. Und das war, glaube ich, The Rise of the Immortal King und... Fuck, wie heißt das eine? Da lese ich doch den Manga. What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. Virtualized Mage. Der ist ganz cool. Das sind wir mittlerweile bei 950 Kapitel, Alter. Ja, der hat 2 neue rausgebracht. Sack, ey, das habe ich noch gar nicht gesehen. Da gab's einen Anime dazu und den habe ich geschaut und den fand ich ganz cool. Hä? Oh, jetzt bin ich reingerannt. We're here. Ah, scheiße. It should be... Huh? Halt, warte. The crab. Wir machen nochmal kurz aus. Damit ich die Aufnahme starten kann. Das habe ich jetzt komplett vergessen. Scheiße. Weil es muss ja auch fürs Let's Play rein. Da habe ich neulich... Kennt ihr auch Winx Club? Den hat meine Schwester immer geschaut und den habe ich dann auch mitgeschaut. Ich fand den auch zum Teil ganz cool. Das war ja dann auch wieder was von... War das Super RTL oder Ding? Scheiße, ich habe so viel Zeug geschaut, Mann. Ich hab mal Ding geschaut. Also ich rede vom alten Winx Club, der neue ist Mist. Diese 3D-Modelle. Ich hab mal eine Liste gesehen mit
Top 100 von Lieder von den ersten oder Top 100 Comics oder sonst irgendwas. Was war Witch? Shinchan, Alter, ja, der war geil. Shinchan, ja, ne, Shinchan. Shin. Da gab's so ein Spiel. Ich hab die Aufnahme nicht gestartet. We're here. This should be... Huh? Where's the crab? Did it secretly scuttle away? The traps weren't triggered, so it should still be here. Odd. Hier steckt er also. You honored our agreement and waited here until we returned. As such, I'll hold up my end and give you another mechanical part. Keep it safe. I'm not giving you another one if you lose it. Glad you're satisfied. If you want more mechanical parts, take us deeper into the contaminated region. I want to see what happened there. What caused the Avidya forest to become like this? Ist er jetzt da oder muss ich da irgendwo hinlaufen? Man muss jetzt mal schauen. Witch. Cartoon. Alter, das kenne ich halt gar nicht. Oder? Scheiße, ich glaube, das sagt mir doch irgendwas. Verdammt. Das ist es bestimmt, wir reden hier von dem Ding. Ich glaube, das kenne ich doch irgendwie. Aber ich glaube, da war ich nie ein Fan von. Oder ich fand's halt, ich hab's nie wirklich geschaut. Wie halt lauter andere Witches kommen. Ich mag dieser Witch-Cartoon. Witch-Serie. Italienisches Comicbook? Okay, cool. Nein, ich werde jetzt nichts spenden. Geh weg. So, schauen wir mal weiter. Da hinter mir. Hä? Wo will denn der, dass ich hingehe? Hallo, lass mal los, Edzard. So this is the contaminated region that everyone's been talking about. Oh, it definitely looks different from normal. It's like... really... Do you feel unwell at all? Alles in Ordnung. Good. It's as I predicted. Elemental power confers a degree of resistance against the contaminated region's influence. How do you know that? I haven't entered the contaminated region for a proper investigation, but I've conducted quite a few controlled experiments. My observations during our time here have all but confirmed my hypothesis. Look at these flowers. How are they different from normal? Leuchten sie stärker? This flower species is formally known as the Sumeru rose, but it is also known as the ley line lodestar. They're sensitive to ley lines and emit varying amounts of light in response. Excessive brightness indicates a dangerous level of ley line activity in the surrounding area. From the looks of things, the ley lines around here are already out of control. You're saying the contamination here is coming from ley lines? I can't confirm that right now, but I think that is the case. Let's take another look around and see if we can discover more clues. Also jetzt. Ja, kannst du da gehen.
chirp really loudly, and there were a lot of foxes. This contaminated region currently appears to have a critical efflux of ley line energy, which is probably the root cause of the patient's cognitive disturbances. Some animals have keen awareness. They sensed something abnormal in this area and fled. Leaky ley lines sure can cause a lot of damage, huh? Like how plants have preferred growth conditions, we also gradually habituate to our surrounding environment. Climate, temperature, humidity, intensity of ley line energies. When people live under fixed conditions, they reach a sort of homeostasis with their environment. This equilibrium is broken when the surrounding environment abruptly changes, causing people's bodies to react in abnormal ways. If normal fluctuations in temperature occur, then our bodies automatically adjust. However, the average person cannot adapt to changes in ley line energy, and so they fall ill. Ja, ich verstehe. Then why are we okay? I'm not sure why you are, but he and I are fine because our elemental capabilities allow us to adapt to this kind of change. Of course, it's not a good idea to spend too much time in areas with concentrated ley line energy. The only one who can freely traverse this place is probably the mechanical crab. That's about it for the investigation. Help me find an open space. I want to test something. Da. Environment, no wind. Target parameters, normal. Setup complete. Excellent. Looks like it's working. What's this? A purification device that I made. It can absorb excess ley line energy and temporarily stabilize an area. What a neat thing! Let's set up more and cover the entire region! I wouldn't mind if that would actually work. Unfortunately, once this contamination is present, it isn't something that a few purification devices can fix. The purification devices have their limits. At best, they can only prevent the contaminated region from expanding temporarily. If we want to permanently eradicate the contamination from the ley line effluents, we'll need to tackle the source. Heißt das, wir müssen in den tiefsten Winkel des verunreinigten Gebietes gehen? That's right. Hier war ich wahrscheinlich eh schon 10-mal. Grummel, grummel. Huh? The mechanical crab is acting a little strange. Something's approaching. So that's it. Now that the ley line energy has stabilized, the monsters that had left are starting to return. Get rid of them quickly. Don't let them get close to the purification device. Gotcha. Hey! Yeah! Whew. That's all of them. Oh, da kommen noch mehr. Hey! Where are you? Wait for us! Let's hurry and keep up. The mechanical crab went that way. Let's keep up. Help! Help! Ja, achso, ich habe nicht gewechselt. Hold the line. Hey! Yeah, yeah, yeah. Alter, die Dinger hat aber keine Chance, Mann. Was sagst du denn hier, Chazar? Spare me! Please spare me! Ich will die Krabbe als meinen ständigen Begleiter. Das wäre lustig. Hey, are you okay? These injuries are superficial. Don't move, I'll patch you up.
Who are you all? What happened to those mechanical monsters? Don't worry, we took care of them. Oh, good. That's good. It's a monster! Hurry, attack it! How do we explain this? Krabby here isn't a bad guy. It heard you shouting for help and brought us here to rescue you. It's faking it. It has to be. Maybe it's gonna partner up with the other mechanical monsters and kill me. Do you know what's inside the forest? It's all crawling with mechanical freaks. I just came here to pick herbs, but I accidentally went into the contaminated region and almost died. I gotta get out of here. Ah, yes. Yes. I have to escape. Be careful. These mechanical life forms are up to no good. It'd be best if you stayed far, far away from them. No wonder the academia wanted to completely ban the existence of mechanical life forms. Those things should be annihilated. Are you okay? Der ist irgendwie. His inarticulate speech and bodily tremors indicate psyche disruption. He's been inside the contaminated region for too long. We've purified the ley line energy over there. Follow this path out and you'll soon see the village. Man könnte mehr Pets machen. Aranara, Mini-Dwale, Mini-Ashtar. Fungi jetzt. Ja, das wäre schon cool. At that point, someone will bring him to Kale for help. I already prepared medication that will return him to normal. Erwartet er irgendwas? So you think you did a good job and want a part as your reward? Nein, wir haben ihn interessiert. It's so hard to understand. Alright, regardless of what you're thinking, you did some real good this time. That's why I'll give you another mechanical part. Need any help with it? Guess not. Well, make sure to hang on to it. What was going through your owner's mind when he made you, I wonder? Hamster. You're like a giant mechanical crab on the outside and a fluffy little hamster on the inside. And also, how do you feel about that person saying that you're as evil as the other mechanical life forms? Okay, it definitely doesn't understand you. It seems like it possesses limited understanding only towards matters related to mechanical components. Help others to get parts. That's probably its thought process. As for why it, or rather its owner, is collecting so many components, I'm not sure. Guten Abend, Pumpman. It's getting late, so let's set up camp for the night. We'll explore further tomorrow, after a night's rest. Ich will den aber nicht in klein haben, ich will nur den groß haben. Ich meine, schauen wir mal, was die sich noch alles einfallen lassen. Jetzt haben wir ja dann erstmal dieses Kartenspiel, was wir demnächst bekommen. Hey, over here! Hä? Come on, you big lummox, raise your head and look up! Was hat er gesagt? Big Romex? Was zur Hölle heißt das? Let's set up camp here. Alright, Paimon also thinks it's a good spot. Oh. Any particular reason? This place is perfect to put up a big tent. We can also set up a cooking pot and cook tons of delicious food. Diese Begründung passt zu Paimon. You're not wrong, but the primary reason for choosing this place is because its higher elevation keeps us away from the water vapor below. Rainforests are very wet. You should always be careful when spending the night in damp places. For the next tasks at hand, let's divide and conquer. I'll set up the tent, you'll be in charge of making the fire, and Paimon will forage for edibles nearby.
to Paimon. Paimon's a pro. I'm not expecting that much. Just do what you can. Das hört sich so schlimm an, wenn du das zu jemandem sagst. Also ich mache mal keine großen That's Hoffnungen. right. You can use rushes to start a fire in the wilderness. Their piths are relatively dry and can be readily set aflame. The downside is that they produce a lot of smoke. Traveler, Tainari, Paimon couldn't find any food. Paimon didn't know that rainforest had so many interesting plants until we came here. There were all sort of weird-looking mushrooms, but Paimon didn't know which ones were edible. Mann, du hattest eine Aufgabe. Paimon also saw wild berries on the ground, and Paimon was gonna fly over and pick them up, but the dead leaves on top suddenly started moving. It freaked Paimon out. Those were probably dead leaf butterflies. They camouflage as dead leaves to evade predators. My guess is that they mistook you for a bird when you flew over, so they fled. Little did they know that you were more scared than they were. Never mind. The tent's up, so you two go rest. I'll forage for food. Jetzt kommt's mir erst, das ist ein verdammt großes Zelt. Oh, you found some already. Na? Viel nützlicher als Paimon. Ah, ich kann nicht anders. Oh, eine kleine Mini-Yae-Miku, die auf der Schulter sitzt und einem ständig nur fertig macht. Hm. Hey! Paimon understands it this time. It wants mechanical parts again. Sorry, no part this time. Ist der knuffig. That task wasn't important enough. If every little thing resulted in a reward, then it might start to take advantage of the system. I'll note little things like this and give a cumulative reward at a later time. Haben wir nicht genug Maschinenteile? That is one reason. Ich hätte, glaube ich, ein paar hundert dabei. It looks really sad. After some further thought, it might come up with some weird misunderstanding if I don't give it something. I'm off to prepare dinner. We'll take shifts on lookout duty tonight. You two can sleep first. I'll wake you up later. We need lookouts? Yes. Even though most animals fled because of the ley lines, we can't completely let down our guard. It's settled then. I'll set up some pest-repelling devices so poisonous insects don't come crawling into the tent. Have a good night. Not too good, though. Damit keine Giftinsekten rumschlummern. Paimon's getting sleepy. Is this because of the ley lines? It's been a while since we camped outside like this. This feels like when we just started adventuring together. Nighty-night. Bei Paimons Geplapper schläfst du allmählich ein. You're awake earlier than I expected. Did you sleep well? Ausgezeichnet. That's good. I was worried that you two wouldn't be able to sleep, so I specially used 2 of my homemade incenses. Don't worry. They're made from all natural ingredients. They have a light fragrance and aren't harmful to the body. Speaking of which, have you seen the crab? It was scampering around over there just now, but I don't know where it went. Tainari, hast du ihm gegenüber Vorbehalte? So you can tell. My suspicion is less towards the crab and more directed to its unrevealed owner. A ley line effluence of this magnitude occurred without any warning. Someone probably disrupted the natural flow of the ley lines. Until we fully understand the situation, take extra caution. The academia has banned mechanical lifeform research for years, so the origin of these creatures is very suspect.
Guten Abend, Colin. Hat die Akademie früher mechanische Lebensformen erforscht? Topics related to mechanical life forms were popular in the Spontama for a time. Some of my juniors had also thrown themselves into such research. They proposed an intriguing idea. Use our knowledge to create a new and practical life form that could help humanity conquer nature. However, no matter which modules or parts are installed, a machine is innately a construct that receives and executes commands. They can never possess self-awareness like us or other living organisms. In their pursuit to discover the differences between mechanical and biological life forms, zealous researchers performed unregulated vivisections and other absurdly cruel experiments on animals. Research on mechanical life forms was thus banned. The irony is that the researchers became even more impetuous afterward. Who knows? Maybe this subject will be unbanned in a few years. Ah, dass dann immer irgendwer ins Extreme wieder abdriften muss. Oh, funktioniert, dann nehmen wir irgendwelche lebenden Sachen und experimentieren da drum. That's a difficult question to answer. I'm interested in the topic of mechanical life, but I don't like the researchers' attitudes. Warum? It's just my personal opinion. My ancestors and the Valuka Shuna of the desert coexisted together and supported one another. The bloodline of my people was born from this symbiotic relationship. So to me, all life is important. To understand life, you must first respect it. Life is not an expendable commodity, and knowledge should not be wielded like a scepter. These are the points of contention I have with some researchers, and why I left the academia. By placing yourself above other life forms, what kind of results do you expect to get from researching pure life with impure intentions? Verstehe. Really? Well, I'm glad to hear it. Krabbi ist auch wieder da. Coffee? Did you prepare this for us? Sieht aus, wollt ihr noch eine Belohnung? All right. Seeing that you're working so hard to help out, I'll give you another part. You're not planning on using it. Many of your own parts are critically degraded, and you're running low on power. Oh ja, das sieht man da überall. All right. Suit yourself. Oh, and thanks for the coffee, but I'm about to go to sleep. The night watch is yours. Stay safe. Wie der Kaffee kochen kann, frage ich mich immer noch. Naja, wenn Dilog aus 2 Zutaten ein wohlschmeckende, keine Ahnung, Gebräu machen kann oder so und das sein Bestes ist, dann kann eine Krabbe auch Kaffee kochen. Sorry. Paimon slept through the entire night. Wie er neben dann rumspringt. Das macht doch nichts. Really? You're not mad? Don't worry. Paimon will be sure to stay awake next time. Good morning, Traveler in Paimon. Quick question. Do you feel off at all? Mir ist ein wenig schwindelig. Me too. The farther in we go, the closer we get to the source of the ley line effluence. We'll be heading out earlier today. I'll take down the tent. Is there something we can do? Extinguish our fire so we don't set the entire forest aflame. Also, retrieve the pest-repelling devices from last night. We don't want to affect the ecosystem here. Got it! Paimon will take care of the fire. Ich hole die Insektenvertreibungsgeräte zurück. All right. Let's meet back here later. Wie ich halt hier echtes das Zeug einsammeln muss. Wo ist dein Naht jetzt eigentlich? Zurückbringen in den vorigen Nacht platzierten Insektenvertreibungsgeräte. All right. It's about time to head out. As we go further in, we may encounter more berserk machines. The effects of the ley lines will also increase. If you're struggling, it would be wise to avoid conflict. Try to conserve as much energy as possible until we reach the source of the contamination. Okay. Eins würde mich jetzt noch interessieren. Ob der Auftrag jetzt da weg ist.
Ich könnte jetzt sogar, wenn ich jetzt Danilo jetzt weitermachen würde, wahrscheinlich das Ding machen, aber ich will jetzt mit Tainaris 1 beenden, weil immer so dieses Zwischen- und Hin- und Hergespringen ist immer Blödsinn. As I thought, the closer we get to the contamination source, the more mechanical monsters that appear. Busted. I see everything. Let's move out. Yeah. This may hurt a little. Yeah, roll. Gotcha. Commit it to memory. Allow me. Yeah. Na, guck, das ist der zweite. So. Suche das anormale Gebiet. Ach, da rein. It stopped here. Upon closer inspection, the plants here are really different. Leyline energies are also stronger here. This may be the place we've been looking for. Ready yourselves. We're going in. Hä? Ach so, das ist ein Dungeon. Ein Dungeon. There's a ton of mechanical monsters here. They made this place their lair. Looks like there's no way to sneak by. Let's take care of them quickly. Rustin, rebuild. Oh, schon fertig. War wieder leichter Overkill. Das ist ein Gerät. What is this? Eine Maschine, wie ich noch keine gesehen habe. Leyline energy is spilling out from here. This device, it's extracting energy from the ley lines without end. Who in the world would do this without considering the consequences? The ley lines won't be able to repair themselves if their flow is perpetually disrupted like this. That's terrible. We have to stop it. Let Paimon see. Paimon doesn't see controls anywhere. Mir wird ganz schwindelig. Standing here is equivalent to being directly showered in ley line energy, which may cause irreversible damage to your body. Take Paimon and get out of here. I'll see if I can find a way to turn this thing off. What? You're also vulnerable to the ley lines, right? We're staying. We can't leave you here by yourself. Then let's look for it together. If there is no control unit here, then there must be a trapdoor somewhere. You know where it is? Hey, wait for us! Hier steht halt einfach die Kiste mit drin. Ich bin mal gespannt, ob das noch von alten Dingern ist. What's this? It'll only show up if you step on it? Be careful and watch your step. Ah, lass mich raten, das ist einer, der diese Forschung weitergetrieben hat mit mechanischen Viechern. Look! Someone's here! Are you the one that's taking the ley line's energy? Turn off that machine now! Why aren't you saying anything? Too ashamed? His body is cold. It's emaciated, and his eyes are sunken, likely from chronic malnourishment and stress. He collapsed and never got back up. Almost forgot about you. Here, this is the last one.
doing? I'm not sure. Judging by this room's layout, this place was a laboratory. We should find a repository of research documents if we keep going. The file room will definitely give us some clues, so let's go take a look. Maybe we can piece together what happened here. Naja, der hat zu viel gezockt, so wie es ausschaut. Der sammelt die Teile für hier. Mechanisch Geschichte von Maschine, als würde er über etwas nachdenken. Achso, der die Teile immer für Dark sammelt. This place is a natural hiding spot with how hidden it is. The pipes continue further. Let's head in. Ja, wie hat denn der das alles gebaut? Das frage ich mich grundsätzlich immer in Spielen. Did you two find anything? There are a lot of lab notes, but it would take way too long to read through them all. I found a tape recording used for an experiment, and based on its serial number, it's from 2 years ago. Tape recording? Yes, the Spontama created a device that visually records experiments and consolidates the final production into a tape. However, these devices are expensive to make and aren't entirely stable. That's why they are only used in some laboratories and do not see wider usage. Come on, let's watch it. Hold on, let me figure out how to play the tape. There. Ah, okay, this should do it. Nach dem Einlegen des Videobands zeigt der Projektor nach und nach die Aufnahmen. Kakata? Seriously, I look away for 1 second and you're gone? Da war er auch noch nicht so zerstört. There you are. Look here. This is our new home. I, Abatui, will unleash my talents here and amaze those ancient fossils at the Academia. Oh, you're also quite happy. Kakata, do you know what we're about to do? Yes, I thought not. Listen up, Kakata. I'm going to make a mechanical life form that can be mass-produced. The technology will be unlike anything else that exists. I'll use mechanical organs, and electric currents will course through them like blood. A steel-cast heart that will beat forever, and a brain of myriad components that can think like mine. Inspiration from the ruins and the research that the Academia had banned. I hope everything can start anew from this place. When you can understand our language and live among us, you will no longer be a boring machine, but a truly living being. It's fine. You will understand. One day, you will understand me. Die Aufnahme endet hier. Karkata is the mechanical crab, right? And that researcher named Abatui said he wanted to prove something to the Academia? Die von der Akademie verbotene Forschung. I remember now. I had a junior researcher named Abatui. He was expelled from the Academia for researching mechanical life forms. Junior researcher? Jüngerer Kommilitone? Yeah? What's wrong? Nothing. Paimon was just wondering, doesn't Abatui look older than you? He is, but academic progression isn't tied to age. I finished my studies a while ago, so subsequent students generally considered me as their senior. Oh. Of course, age can be an issue. For a while, people always dragged me into pictures. I felt like some kind of animal on display. Bestimmt wegen den Ohren. That isn't important. Let's go and see if we can find other tape recordings. Auch bei der Gegner außer wie Pingel. Also ich denke mir immer bei Rimworld, ich glaube beim nächsten Mal nehme ich diesen Randy Random. Dass das da ein bisschen mehr Laune macht. Dass mehr passiert. Look! Paimon found another tape! A date is written on it. Let Paimon see.
quite the time gap. I wonder what happened in between. Das ist dann relativ früh eigentlich. Ich dachte, der liegt da seit 2 Jahren It's schon. rare that you malfunction because of an operational error. Seems that making coffee is still somewhat difficult for you. Or is there an issue with my set parameters? All right, there you go. Water entered the chela and caused it to short circuit, so it couldn't receive signals from the ganglion. Look at me, talking to you like this. You can't understand me anyway, can you? It's fine. I swapped in some new parts, so you should be all right now. Try moving around. Everything in working order? Be more careful next time. We're tight on money right now, so we don't have a lot of parts or power to spare. I'm glad. Karkata, did you know? Yesterday, I dreamed that you could talk. Aren't the bunch at the Academia always saying things like, mechanical intelligence is just an extension of statistics? They were blown away when they saw us talking with each other. Too bad it was just a dream. Forget holding a conversation with me. You're so simple that you probably wouldn't even notice if I died. Never mind. I should probably be worrying about next month's power. Die Aufnahme endet. After Abatui left the academia, everyone lost contact with him. I thought he was so despondent that he gave up on researching mechanical life forms. Instead, he had holed up here and continued his experiments. Paimon doesn't feel like he's a bad person. He even changed out Karkata's broken parts. Why would he mess with ley lines? Ich glaube, er hat irgendwas über Energie gesagt. Let's keep looking around. Aber viel ist ja auch nicht daraus geworden eigentlich, ne? Vor 2 Jahren hat er damit angefangen und dann... Ja, wo der das alles herbekommen und wie viel Kohle der gehabt haben muss. Following the serial numbers, the next recording should be here. The writing is sloppy. Perhaps his state of mind had changed. There's also an undated tape in the wrong spot. Doesn't seem like Abatui put it there. Maybe Karkata helped him with sorting. It's hard to say. These are the last 2 tape recordings. Let's watch them. Nach dem Einlegen des Videobands zeigt der Projektor nach und nach die Aufnahmen aus der Vergangenheit. Sorry, Karkata. I was just thinking about something. Today might become a special day. In my recent experiments, I successfully gave you a living being's instincts. When you're low on power, or if one of your parts is damaged, you will prioritize your survival command and proactively recharge or replace your parts. That is a very dangerous thing. And today, I did something even more dangerous. I've officially activated the 3rd generation ley line extractor. The ley lines will serve as our power source from now on. Conducting research on mechanical life forms requires a large amount of power. Even if I scrimped and saved, the more I have wouldn't last for long. I'm also getting tired, Karkata. I don't know what's driving me to continue with this research anymore. They say that even if it simulates the operation of a living creature's organs, a machine is still an ice-cold tool. I want to prove them wrong. I want to turn you into a living, breathing, and talking being. I'm not talking about anything cheerful, Karkata. Modules for language, emotion, and movement. I've been working my absolute hardest to augment and refine your functionalities, but I've never seen an effective response. You are my finest success, but even you can't understand me. All you can do is execute limited responses based on preset commands or keywords. Karkata,
I wish you could speak to me, even just once. Yes, you cannot understand me, so you cannot answer me either. It is what it is. In a few days, I'll sell the failed ley line extractor for some more and continue my experiments. Life goes on, and I have to as well. I don't have any other choice. Die Aufnahme endet hier. Danach legt ruhig das nächste Video rein. This is new. If I place another 2 control modules here to simulate the brain's thalamus. Of course my heart decides to act up now. Why did I cut medication from our expenses? Karkata, come help me. Strange. I feel weak. Oh no, I have to shut down the extractor. Shut it off. If we let them recharge indefinitely, they'll go out of control. Right. I never input a command to shut down the extractor, so you don't understand what I'm saying. In the end, it's just like the academia said. Mechanical life forms only bring danger. My research... Was there any point to it at all? I'm sorry, Kakata. In the end, I still wasn't able to turn you into a true mechanical life form. Die letzte Aufnahme endet hier. I see. So the ley line effluence was an accident. After Abatui's unexpected death, the mechanical monsters were driven by their instincts and continuously drew out power from the ley line extractor. This eventually resulted in severe damage to the ley lines. Aber Karkata? Paimon understands. Then why didn't Karkata go haywire like the other machines? Because Karkata is different from the other machines. Structures similar to living organisms, the ability to cry and laugh, and capacity for independent thought. To Abatui, only a machine with these features could be considered a mechanical life form. Perhaps only by building such a machine could he have the academia acknowledge his protracted research. But if he had slowed down and saw Karkata as a friend instead of an experimental product, he would have noticed. Karkata can't speak. And yet it cares about Abatui far more than it does about itself. What does that mean? You'll see in a bit. But before that, we have a more urgent task at hand. First, let's find the control unit for the ley line extractor and shut it down. Hä? Ah, da oben oder was? Hallo? Jetzt. Alter, wie weit es hier reingeht. More of this transparent flooring. It feels like a maze. Hä? Hä? Warum wollte das, dass ich zuerst dahin gehe? Ach, da geht's hoch. Ja, aber er hat diese Dinger gebaut oder ist das irgendwie entstanden? Was wollten die mit diesen Bällen von mir?
Below us is the final room. The control unit is likely in there. The way ends here. Wanna try jumping down? Wo ist jetzt der andere schon wieder hin? Da. Enshroud! I'll uproot you! Hold the line. With all my strength. Make yourselves a move. Here comes the catch. Roll. Yeah. Gib mir mehr Viecher, los. Yeah. Commit it to memory. Yeah. Fertig? Fertig. This should be the control unit. Das war ein Aufzug? Was war ein Aufzug? Once we turn it off, the ley line extractor should also shut down. Without an external force damaging the ley lines, they should start to slowly repair themselves. Oh, but I bet you two are more worried about Karkata. Let's head back. Ah, ich befürchte das Schlimmste. Oh ne, er ist noch da. Oh. So, Karkata has been collecting parts because it thinks doing so will fix its owner? Karkata is unable to understand the concept of death. However, it probably remembers when Abatui replaced its parts when it malfunctioned, and how that restored it to an operational state. It's true that Karkata isn't able to think or understand many topics, but it is like a small child that imitates what adults do. So that's why it kept stealing mechanical parts. But it can't repair its owner, no matter how hard it tries. Yes, but the important thing is that it formed the thought of wanting to repair Abatui. No one knows how this thought came to be, but it has even suppressed the instincts that Abatui had installed. If it really is as we've predicted, this research truly will make waves in the academia. It might have been possible to achieve this with ancient technology, but no one has been able to do the same with modern tools. Karkata? Karkata? Can you hear Paimon? Tainari says you're awesome! Er zeigt keine Reaktion. It reached its limit. It hasn't recharged this entire time, nor has it replaced its severely damaged parts. It's a miracle that it managed to hang on for so long. I'm going to confirm that the ley line extractor has shut down. Come with me. Let them be alone for a while. Oh, der Ärmste.
Vor deinen Augen siehst du den funktionslosen Charakter und den leblosen Abatui. Ja, zuerst guten Abend, Subjects Gaming, und auch von mir alles Gute. The leyline extractor has ceased operations. Traces of leyline energy are still in the atmosphere, but the effluence's source has been stopped. The purification devices will handle the rest. Moving on, those affected by the leylines need immediate care. We'll put up an announcement on the bulletin board about the dangers of entering the contaminated region, and for symptomatic individuals to find Kale. Karakata? According to the Academia's policies, we need to bring everything back. Research materials related to mechanical life forms will be destroyed, and Karkata will be disassembled and sealed away. What the heck? You two should return first. I'll take care of things here. Although we've stopped the source of the effluence, the leyline energy in the air exceeds normal values. Your bodies won't be able to hold up if you continue to stay here. But... Listen, the Traveler hasn't rested very well, right? Also, it'll take some time to pack up all the research documents. You're not familiar with this research after all, so you won't be of much use here. Tell the Adventurers Guild that the incident has been resolved, and then get some sleep. We can discuss matters tomorrow. Deiner markiert Partys daher auf der Karte und Ort. Okay. Oh, and don't talk about Abatui. The fewer that know about mechanical life form research, the better. All right. Then let's go back to Catherine. Oh ja, ich habe ganz vergessen, dass das noch ein Dungeon war. Ich dachte immer noch, dass wir einfach nur in der Höhle sind. Take it easy. Why are you still here? I'll take care of this. Go and Ich weiß, dass er wahrscheinlich irgendwas macht, aber... Ah, sowas ist immer schlimm, ey. Egal wie oder wo. Und klar haben wir sowas schon mal öfter gesehen in irgendwelchen Filmen oder sonst irgendwas, aber dass er da versucht, seinen Meister zu reparieren, ist schon nicht ohne. Take it easy. Anyway, so the contaminated region turned out to be a leyline effluence deep in the forest. Things are already getting back to normal. I see. Thank you for your hard work. Once the excess leyline energy dissipates from the air, we should be able to make an announcement for residents to resume their normal activities. This is the stipulated reward. Please. Wenn du die Abenteuergilde verlässt, wirst du von Paimon an einen ruhigen Ort gebracht. Is Karkata going to be sent back to the Academia? It's already damaged, but Paimon feels sad thinking about it getting disassembled. Mir geht's genauso. Oh, then how about we find Tainari tomorrow and ask him not to do that? Paimon really wants to go right now, but Tainari said that we would discuss matters tomorrow. We'll probably make him mad if we go now, huh? Ja, das stimmt. Alright then, we'll find Tainari tomorrow and tell him not to disassemble Karkata. Wie sie schon 1000-mal erwähnt wurde, wir können ja auch einfach die Kanne bringen, ja, also. Tu mal nicht so rum jetzt da. Oh, was? Erinnerung Karten? Ah, 8 bis 12. So. So, wo muss jetzt hin? Sleep well? We should go find Tainari. Ja, Alter, Paimon! Jetzt sagst du natürlich nichts mehr. Mistvieh.
Ja, ich weiß, Paimon ist kein Bistviech, aber das regt mich immer auf. Der fängt immer irgendwie das Reden an, dann gehst du ins Menü, dann ist der Text wieder weg. Dann denkst du, okay, gehst halt wieder auf die Karte und dann fängt er wieder kurz vor der Karte wieder das Reden an, der Sack. Oh, ich komme da gar nicht so hoch. Ja, ich mag Paimon. Sie gehört halt auf diesen fester Bestandteil. Ohne sie ging's gar nicht. Selbst wenn sie... Vor allem sie ist halt... Paimon ist halt so ein super Mischmasch von... nervig und nett und lustig und Ding. Das ist so schön durcheinander gewürfelt, dass es eigentlich echt Spaß macht. Shh, keep your voice down. The lilac daphne, a daphne of the genus Familiaceae, has a strong anticonvulsant effect, can be made into an anesthetic powder. Extrapolating from these two datasets, it would be particularly potent against Piscine species. Hey, make sure you're getting all this down. Karkata? Oh, I thought I told you all to keep your voices low. Plants aren't afraid of noise, but your shouting is making my ears ring. You didn't disassemble Karkata? Why would I do that? But Paimon thought you said, according to the Academia's policies... So that's why you two barged in like barbarians at this hour. Fine, I suppose I wasn't clear enough about this yesterday. What I meant was, according to the Academia's policies, all products of research must be destroyed. That's why we can't let the Academia discover that place. Du bist da geblieben, Anyway, the first thing I did was repair Karkata. During my time at the Academia, I took an elective course at the Spontama. Who knew it would prove useful one day? We then buried Abatui together. After organizing the research materials, I kept some as a souvenir. Most of it was burned to hide the evidence. I'm not with the Academia, so what do their policies have to do with me? On the other hand, I am the Forest Watcher of the Avidya Forest. I have a duty to protect all life in the forest. All life brought forth in this world has meaning, and Karkata is no exception. If it exists, then it shouldn't be carelessly abandoned or destroyed. That's great! Wait, you just said life form. You recognize Karkata as a true living being now? The possibility exists, is all. It's hard to explain Karkata's efforts to repair Abatui. Abatui only left behind a small portion of his research. Who knows how many commands he installed? Maybe a conflict between all those commands resulted in this sort of behavior. From a more rigorous perspective, it is impossible to conclude that Karkata is a real life form. But the possibility exists. I am willing to believe in that. By the way, I'm not interested in continuing research on this subject. I'm just letting it hang out here because this place is relatively secluded. But as things stand now, it wouldn't be a bad idea to make it my research assistant. At the very least, it can record my experiments. What do you think? Bestseller, erster Akt abgeschlossen. Fragen ohne Antworten. Sehr schön. Haben wir doch das erste Ziel für heute schon mal abgeschlossen. Ich brauche das irgendwie. Ich will mich aufhören anfangen, wo ich mir am liebsten im Spiel bin. Ja, leider gibt es doch keinen Friedhof, wo Bennett liegt. Boah, der war böse. Gut, meinetwegen kann das Skara auch liegen. Also, siehst du, Nightbot verteidigt mich. Oh, nix, Schmatte. Mensch, Berliner, spam hier doch mal nicht rum, Mann. Not on my watch, Alter.
Alles schön, die Geschichte ist auch schön ausgegangen. Also, so langweilig fand ich es jetzt gar nicht, wie mir es mal gesagt wurde. Klar war die jetzt nicht so besonders spannend, aber ich fand es so im Nachhinein schon ganz cool. Vor allem, das hat schon ziemlich reinkauen dann, das mit dem, vor allem die Szene, wo man versucht hat zu reparieren. Was zur Hölle ist denn das? Ach so, der hat einen Rucksack. Ich dachte, das ist irgendein Umhang, irgendeinen komischen. Eine Karakata-Quest statt eine Tainari-Quest. Ja, schon. Wobei ich auch das ein bisschen so... Keine Ahnung, vielleicht gefällt mir das auch so... Schön, dass du noch da bist, Klaus. Vielleicht gefällt mir auch das so, dass so der Tainari so viel erklärt und so dieses Ding. Ich meine, ich finde ihn nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Na, was, wo meine Bälle verbunden stellen, muss ich unbedingt meiden. Hä, wieso? Ich dachte immer, auf Gräber tanzt man gerne. Was? Oh, scheiße, der war vorhin echt böse. Take it easy. Ich stehe dazu. Und Nightbot ist mit dabei. Ja, so, dann müssen wir jetzt die Nilo-Quest machen. Zack. Wie viel Uhr haben wir jetzt eigentlich? 2 Stunden 7. Oh, da haben wir ja noch genug Zeit. Jetzt steht uns ja auch nur noch lebendige Straßen, lebendiger und gemütlicher Rhythmus der Straßen. Achso, ja stimmt, ich soll mit den ganzen Fuzis reden. Das Bennett-Ritual habe ich noch nie gemacht. Ne, das machen wir heute, glaube ich, mal zum Schluss. Oder wenn ich die Quests rum habe. Ne, aber schon eine Quest, die ganzen Story-Quests gefallen mir eigentlich. Ich war zwar immer noch drauf, dass endlich im Mondstadt mal ein paar Story-Quests weitergemacht hat. Er liebt den Chat. Sowieso, sonst würde ich nicht streamen. Hey there, I saw you two helping Nilu move some stuff. Are you two also here for the celebration event? You got it! My name is Raykar. Nadia and I are this theater's prop engineers. I also help out with some other tasks like housekeeping. The little ones causing a ruckus are my children, Soreen and Abi. I hope they aren't bothering you. They always get really excited every time we hold celebration event. Sie sind so niedlich, sie sind sehr aufgeweckt. Ich würde sie lieber oben hauen, gerade die Nerven. Nein, Kinder schlägt man nicht. Yes, they are. Everyone here takes great care of them. There's good work here, the pay's always on time, and Nilu and the others will often volunteer to play with the kids. I'm quite content with this current way of life. Do you mean your life wasn't nearly as good before? Palman? Wie halt Chatlis anstatt Schar. Ach so. Palman. It's all right. It's all water under the bridge now. My husband and I were both adventurers, but he passed away from an accident. Material struggles can always be overcome, but ever since then, I haven't been able to spend much of my energy on anything else. But I still consider myself lucky. Mr. Zubair has helped me a lot, and the atmosphere here is tolerant and kind. Sorry for bringing up such sad memories. Oh, it's all right. I don't mind. Once the event starts, you'll be able to see for yourself the kind of atmosphere I was talking about. Ich habe Mitleid mit ihm, weil ich der Meinung bin, dass man nicht alles damit rechtfertigen kann. Ich habe auch Mitleid mit Scara, auch wenn ich nicht weiß, was jetzt dann später passiert. Also ich hätte Mitleid mit dem Kissen mit ihm und auf seinem Gesicht. Halt, warte, er ist eine Puppe, ne? Atmet er überhaupt? Dann nehme ich halt ein Stromkabel oder so, keine Ahnung. Und schön, dass du zurück bist, Pieps. Kasani. Hey there! Ah, a newcomer. Doesn't look too bright. Oh, du wanderst gerade auf der Liste von Leuten, die ich nicht ausstehen kann. Sehr weit hoch, Alter. Hey! Talk about judging a book
the other hand, Ach so, ihr habt mit you're Palmo a geredet. special one. How would you describe the concept of art? Kunst? Mere curiosity is all. It makes no difference whether you answer or not. Ist das etwa der Ausdruck der schönen Gefühle des Herzens? So that's what you think, Vor Bennett? Du meinst Skara ist vor Bennett mittlerweile? Ja. Unremarkable. Better than an average person's thoughts, but nothing exceptional. Is art a product that we create and bring forth? Or is it a naturally existing resource? I, for one, believe it to be the latter. Paimon doesn't follow. I've been staying here for a long time. On occasion, I'd assist them in penning lines of dialogue, but most of my time I just stand back and watch. I prefer to abstain from writing as it spoils the viewing experience. The existence of the theater, of Nilu, and of humanity itself, all of these can be considered as forms of art. It is not some intangible construct beyond the horizon. How does that have anything to do with us? Let me ask you this. What do you think is the meaning of art? Um deine Frage zu beantworten. I suppose that question was a little too difficult for you. To chance upon a spark of inspiration, I have been closely observing you, the players on the stage, and those watching in the audience. Art is already all around us. Komischer Typ. Inayana? Hello. What? Inaya. Who are you? You can't just go on the stage as you please. Wir sind zusammen in Nilo gekommen. Ah, I see. Sorry for my overreaction. I'm just, making a prop. No time for chit-chat. Is that embroidery? No. Well, yes, but not really. It's a prop. It's just, some fabric. An ordinary piece of fabric that'll be used in a show. Sorry. I really do need to focus and start working on it. Oh, entschuldige bitte. What an oddball. Is prop making something to be that jumpy about? Oh well, it's none of our business. Look! Milu's back! Let's meet up with her. The event's probably about to start. Jetzt interessiert mich was. Nee, ist immer noch, um wen geht's denn? Ah, okay, die Charaktere, was scheinbar wichtig sind, sind alle jetzt in der Quest von Nilo. Jetzt dachte ich schon, scheiße, wie viele Quests sind jetzt im Weg. Preparations for the celebration are finally done. I'll call everyone over, and then we can start. Let us give you a hand. Thank you. Alle kommen zusammen und endlich beginnt die Feier. Maybe we really should have prepared a gift. Then we could also be a part of the exchange. Ja, ich mache gerade Nilo-Questen. Wir haben Tainari gerade abgeschlossen. As it is, all we can do is wait and watch. Maybe we shouldn't do this after all. I didn't do that great of a job, and who would even like it? Oh, don't think like that. Remember our promise? We're going to give everyone a pleasant surprise. And besides, you've never attended a celebration event before, so this will be a great opportunity. Everyone will love you. I'm still not really sure about this. There's nothing to be worried about. Just take a step forward and give yourself a chance.
There aren't any scary people here, right? Right. Alright. Maybe this will help. Everyone, over here! Inaya has something great to tell you all! Wait! I've already said that I'm not ready yet. What should I say? Take it easy and relax. Deep breath, in and out. If you don't say anything, then all the hard work we put into embroidery practice would have gone to waste. Using it as a gift, though? It really isn't that good. So when Inaya was talking about making a prop, she was actually preparing a present. Sie ist sehr scheu. Yeah, it feels like she still doesn't really see herself as part of this community. But it looks like Milu's trying to ease her through. Actually, Inaya had prepared a special present for everyone before the celebration kicked off. Woohoo! We're gonna get our first present from Miss Inaya! Pipe down! The louder you all are, the more nervous she'll become. You've worked on it for so long, so have some confidence. Don't be afraid. You've got this. Is Mr. Zubair here? Sharif. Sheikh Zubair, this is an urgent notice from the Academia. This celebration, or whatever it is, must stop at once. What a condescending guy. What's his deal? Oh, das ist doch der Typ, der den Weißen immer beraten hat, oder? Alle Folgen Shiko Suba unter die Bühne des Theaters. Since Zubair Theater has long violated the Academia's policies and orders, we have decided to demolish it. As its manager, you must halt all operations and dismiss all staff members within 30 days, after which you will report to the Academia for further punishment. Why? Why force us to do this all of a sudden? Little girl, this is not the first time you've been issued a warning. I didn't hear anything about demolition the last time I asked, and now I suddenly only have 30 days? We have more shows planned, but it's impossible to do anything in just 30 days. How am I supposed to explain this to my customers and staff? That issue is of no concern to me, Mr. Zubair. You seem to understand the situation quite clearly. Perhaps you can reflect on the reasons why you have failed to prepare for the scenario in advance. Demolition? Why do they want to demolish this place? The Academia has never liked us, and they've never respected our work. To them, what we do is all a waste of time. This isn't the first time they've come by. They had asked us several times in the past to improve the quality of our performances by only putting on shows they consider to be sufficiently intellectual. But our audience isn't the Academia. It's the people of the Grand Bazaar. If our shows are too difficult to understand or too removed from everyday life, nobody would watch them anymore. Changing our content would not only mean turning our backs on our vision, it would also directly lead to the loss of our livelihoods. Wenn das Theater wirklich abgerissen wird, dann haben viele Leute keine Bleibe mehr. Yeah, the theater is very important to each and every one of us. The way they're doing things is so scummy. But I also don't know how we can stop them. Ich könnte sie hier und jetzt einfach platt machen. Nur so ein Vorschlag. Ich habe kaum 40 Charaktere dabei oder so. Wir machen die alle. I do not wish to explain everything again from the beginning. Time is of the essence, so you should act with haste instead of asking frivolous questions. But none of us plan to accept this. Such an abrupt notice is contrary to established policy. Ask whoever you will. The answer will remain the same. We have already given you sufficient notice. Enough! Uh. Does your audacity know no limits, Father?
Huh? Father? Their family? What's academia? This is all because you don't like Zuber Theater. You're just using the Academia's name to threaten us. Let me tell you, even if you manage to tear down this place, nothing is going to change. You've always been awful. But even I never thought my father would sink this low. This is strictly business. It has nothing to do with where you are, what you do, or what you think. I hope you all have not been irrevocably blinded by folly. I will not waste more time on pointless arguments. Wrap everything up, and make preparations to shut down at once. Ah. Hey, jetzt ist er noch da, jetzt können wir noch abmurksen. Neben Bennett und Scarra ist noch Platz auf dem Friedhof. Was? Why is he always like that? This is quite the misfortune, but there's nothing we can do. That's it for today, everyone. Let's clean up. I'll go talk to them again tomorrow. The storms that come out of the blue are always the hardest to deal with. Das ist heute der Gag des Tages, den werde ich noch öfter bringen. Sorry. I invited you thinking this was going to be a happy occasion. I didn't know that things would turn out like this. There's no need to apologize, Nilu. No one could have seen this coming. Paimon just wishes she could have at least gotten to the food. Is what that guy said true? The Academia has already given you many warnings? Yeah, I guess you could say that. They've always seen us as being meaningless. Knowledge is king in Sumeru, and their pursuit of it leaves no room for the arts. But if that's all it is, there's also no reason to go so far as to demolish the theater. Hat sicher etwas mit Inaya zu tun. After Inaya ran away from home, I brought her here to Zuber Theater. Das Ding war, Peewee hat erwähnt, dass er einen Ort hat, an dem sie sich immer am liebsten ausloggt. Also bei diesem Karaka-Krebsroboter lockt sie sich am liebsten aus. Dann hab ich, was habe ich jetzt genau nochmal gesagt? Den Ort, wo ich mich am liebsten auslogge, gibt's noch nicht. Das wäre Graf von Bennett oder vom Skara. Ey, das Tanzen kam ja später dazu. Deswegen auch gerade der Gag mit. Es gibt noch Platz neben ihnen auf dem Friedhof. Und ja, der war so böse, den fand ich sogar selber richtig hart. Aber der war lustig, aber der musste raus. So böse bist du halt nicht. Nee, ich bin eigentlich nicht wirklich so böse, aber ich mache halt gern böse Witze, die finde ich dann aber meistens selber schon schlimm. So. She really talks about her family. All I know is that she didn't get along with them. Spannung? Alter, die wollen das verdammte ganze Theater zerstören, nur weil es Spannungen gibt. I never expected it to blow up like this. If you did nothing wrong, then there's no reason to listen to the Academia, right? Ich könnte Nahida um Hilfe bitten. You mean Lesser Lord Kusanali? She'd probably help if she knew what was going on.
No matter how nasty the academia could get, surely they can't win against Lesser Lord Kusanali. No. I wasn't doubting her ability. I just feel like we shouldn't bother her with such a trivial problem. Plus, if the Dendro Archon were to intervene, then it wouldn't feel like our victory was earned. That's true. Who cares? Let's just take him in a fight. Am Ende werden wir gehen. That's true. Bennett ist doch gut. Ja, gut in der Erde, ja. I'll try to think of something. We can't just let everyone suffer in a perpetual state of fear and uncertainty. What to do? Can you pretend to shut down, but secretly continue to hold your shows somewhere else? Or we could go through a list of customers and try to see if anyone in there might be willing to help out. That also doesn't sound like it'll work. Dann gute Nacht, Pewee. In Gleder hat er einmal Debatten erwähnt. A debate? Huh. Well, scholars do love to use them to solve their problems. How would that work in this case? Wenn wir beweisen können, dass die Existenz des Theaters einen Mehrwert bringt? Oh, if we can prove to Inaya's father that the Academia's position doesn't hold water, then they won't have a reason to demolish the theater. I see. Defeating him in a debate. It's a good idea, but which one of us could hope to win against a researcher? Huh? Me? No. I'm the literal worst at arguments. I can't debate. Es bedeutet zu beweisen, dass man... Debattieren ist nicht gleich streiten. Es bedeutet zu beweisen, dass man Recht hat. Nilu, you are only so stressed out right now because you care so much about protecting the theater. This theater holds a special meaning in all of our hearts. It's irreplaceable. But I just don't know. Can I really take on such a huge responsibility? Mit der richtigen Vorbereitung ist das kein Problem. Ich helfe. Paimon'll help too. You'll feel a lot more confident after doing some prep work. Believe in yourself. Paimon will auch helfen. Mit der richtigen Vorbereitung wirst du bestimmt selbstbewusst... Halt, warte mal, warum lese ich das vor? Thanks, you two. Alright, I've decided. Debattieren, was für eine Übersetzung? Debattieren ist doch ein normales Wort. Even though I may fail, I'll do my very best for everyone's sake. That's our Nilu. We're rooting for you. Okay, let's head back and tell everyone what we came up with. Hey, sie tanzt. Wir müssen sie sofort bei der Akademie anzeigen. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ach so, das hast du gemeint mit der Übersetzung. Die haben es wieder falsch geschrieben, die Pfeifen. Wenn du Fortnite machen würdest, würde ich dich deabonnieren. Also morgen gibt's offiziell einen Fortnite-Stream. Nix Schmarre. Ich kann Fortnite selber nicht ausstellen. Nein, oder? Nein. Ihr Säcke, Alter. Jetzt will ich die verdammte Nilo-Quest jetzt abschließen. Jetzt kann ich sie nicht machen, weil die Hauptquest im Weg ist. Ihr macht mich fertig, Alter. Du bist so liebreizend. Ich bin immer liebreizend. Cappy ein bisschen so. Ich weiß, dass ich liebreizend bin. Oh Mann, wir können jetzt die verdammte Hauptquest einfach zu Ende machen und dann machen wir dann Nilo ihre Quest. Take it easy.
Was für eine Schweinerei das Spiel gerade ist, ey. Das wird bitte ein neues Meme. Was? Dass ich liebreizend bin? Ja, die Figur ist gestern fertig geworden, ja. Wir haben danach noch einen Haufen gelabert und Genshin Dailies noch gemacht und alles. Wo hab ich sie eigentlich hin? Hier. Die auf YouTube kannst du natürlich jetzt nicht sehen, aber... Stimmt ja, ich habe sie dann auch ein bisschen noch angemalt, Schattierung ein bisschen rausgehoben, ein bisschen so gemacht, dass sie ausschaut, wenn es ein bisschen dreckig ist. Was ist auf YouTube, wen interessiert jetzt dann, wenn ich die Folgen geschnitten habe? Den Stream zum Bauen am Freitag anschauen. Versucht das Lied als der Gesicht ist. Hä? Achso, das ist wahrscheinlich schon raus, ne? Warum zur Hölle seid ihr denn in der anderen Stadt, Alter? Achso, wir müssen da zu Kolle, ne? Ja gut, jetzt können wir den Rest auch laufen, jetzt sind wir fast in der Nähe. Oh, erstmal weg. Dann schön, dass du da warst, Mel. Ja, Mona kommt auch noch dran, ein Video dazu, ja. Ich nehme bloß gerade alle Figuren auf, was ich nur nie vorgestellt habe. Und danach will ich mich dran setzen, die nach und nach als Reviews rauszuhauen. Jetzt ist das sie auch dann wieder geheilt, ey. Jetzt bin ich gespannt. Good morning. Looks like you're awake. Yep, yep. Guten Morgen, Kolle. I prepared some breakfast today. Please have a taste. I hope you'll like it. It's nice to have you here so we can eat something yummy. Well, now that I've recovered from Elazar, I'm feeling better than ever. I can even prepare 4 or 5 meals a day now. And Paimon bets they're all delicious. Köstliche Frühstück mit Kolle genossen, die auf euch gewartet hat. Oh, by the way, someone brought a letter for you after you went to sleep last night. Ich war doch nicht mal hier im Dorf, Mann. Hat Paimon das nicht für mich angenommen? Nope. Paimon wanted to read the letter with you after you woke up. So Paimon didn't open it. Alright, let's read it now. Oh, it's from Nilu. Ahem. We're going to hold a feast at the Grand Bazaar and celebrate Cyano's reinstatement as the General Mahamatra. Oh nein. Hoffentlich ist jetzt nicht Nilos Quest gleich wieder im Weg. As heroes of Sumeru, please be sure to attend. I'll wait for you. The date of the banquet is written on the back. It's in 2 days. Oh, I've also heard that you've become heroes here as well. That's amazing. Wir haben nur ein wenig geholfen. Sometimes I'm really envious of strong and confident people like you. Kolle ist auch toll. Oh, you're embarrassing me. Nein, ich sehe keine Röte. Anyway, let's go to the Grand Bazaar to have a look. Oh, before you leave, be sure to inform Master Tainari. Sprich mit Tainari. Okay, das geht. Gut, dass wir seine verdammte Quest zu Ende gemacht haben. Das wäre hundertprozentig jetzt auch wieder im Weg gewesen, weil er mit uns im verdammten Fuckwald ist. gewesen ist. Good morning. How do you feel today? We feel much better. How about you? Geht's deiner Verletzung? I'm recovering well. Thanks for asking. But from the looks of it, you seem to be already busy with work again. It's fine. I'm not that busy, really. The Elazar patients have recovered, as well as Hypatia. For now, I only need to tend to my Forest Watcher duties. It seems once Irminsul started getting better, everything else started to recover too. Yes, but there are still some residual effects. The withering is one example. Though it won't spread anymore, the existing zones won't just disappear. We forest rangers will still need to do the work. Danke für eure Mühe. By the way, we have some good news. Sino got his position back. This news is hardly new. He had already mentioned it to me before. Huh? You mean he was already here? Why didn't
Es ist Sino. He visited once, but he was afraid of disturbing you while you were resting. He just asked me a few questions and left. And you probably already know all about the celebration feast. Celebration feast? No, I haven't heard anything about that. Huh? But didn't Nilu say in her letter that they would celebrate Sino? He didn't tell you? Perhaps, or alternatively, he doesn't know about it either. Come to think of it, Sino doesn't seem like the type who'd enjoy a celebration. Ja, die anderen überstürzen die Sache wohl. You and Kale are both Sino's close friends. Why don't you come to the feast with us? Kala has taken over some of my tasks these days. I don't think she'll have time for it. Not to mention me. You see, some VIPs have come to the forest recently. Was? Huh? VIPs? Very important Paimons? Alter, oh scheiße, das ist doch eine geile Übersetzung. Oh, das ist ein geiler Gag. Oh, sorry, aber ich finde den gerade mega. VIP, Very Important Paimons. Oh shit. Der ist geil. Ich meine, der ist so flach, dass man schon drüber springen muss, aber fuck, ist der geil. Well, technically speaking, they are former VIPs. The sages involved in recent incidents have begun their training in the Avidya forest, and the people they had previously imprisoned have all been released. Ey, dafür braucht man ein T-Shirt oder so. VIP, ein Bild von Paimon und dann unten Very Important Paimon. Und es geht in deinem Mentor gut? Yes, he's a little weak, but he isn't injured and his condition is stable. Lesser Lord Kusanali, in her boundless mercy, has decided to spare Azar and the other wrongdoers. Supposedly, they were ashamed of their shallow ideologies and have decided to dedicate the rest of their lives to cultivating wisdom in the Avidya forest. When they learned that Lesser Lord Kusanali had defeated the Balladeer and saved Irminsul, they were shocked at first, but also became happy, feeling that the sacred light guiding them on the path of discovering wisdom had begun to shine once again. As a result, work has increased for the forest rangers. That sounds really exhausting. There's nothing we can do, really. But that's another topic. Back to the matter at hand. Are you two planning to head out? Ah, right! We're here to request permission to head out. Would that be okay? You've recovered well. You may go, but be careful. Yay! Will do! VIP, Alter. Very Important Paimon. Oh, ich liebe es. Ist das geil. Willkommen zurück, Lost Sky. Wehe, es kommt jetzt dann wieder. Well, there won't be any problems if the feast starts at that time. Everything has already been prepared. Mr. Zubair, I finished tallying things up here. Well, except for the guests. Is a simple reply really that much to ask of our guests? It's affecting our arrangements. Oh, it'll be fine. Besides, it never hurts to get things ready in advance. I was thinking the same thing. The feast will be held sooner or later, right? Hey, Nilu! Traveler, Paimon! We got your letters, so here we are! You're the best. The other guests haven't even replied yet. Ach so. Huh? Are we the only ones that have arrived? Yeah, I had someone deliver letters to all of our guests. But maybe everyone is still busy with other things. Look, I get it. Sumeru is in an extremely important period of transition right now, but even if your friends are important figures, they shouldn't just ignore your request like this. Nilu is Sumeru's #1 celebrity after all. Natürlich.
You have no idea how happy I am to talk to people with good taste. If you consider enjoying Nilu's dances having good taste, then almost everybody has good taste. Because Paimon thinks everybody will love her performance. That's right. We all think she's amazing too. Nilu is an absolute favorite among those of us who frequent the Grand Bazaar. For Outlanders, you have a great eye. Master Zubair, let's have a vote for the most outstanding audience members next time. I think these two may win. Nonsense. It is not for us to determine the value of an audience. But indeed, we could try giving gifts to people with particularly good taste. I heard there's a device in Fontaine called a camera that can record people's appearances as pictures. Such pictures would make superb gifts. Ooh, good idea. I wonder where we can find one. I don't want you giving pictures of me to everyone. I'm satisfied just being able to perform here. There's always a lot going on at the Grand Bazaar. Yeah, and that's why I love it here. Traveler and Paimon, could you help confirm if the letters were actually delivered? If for some reason they didn't receive the letters, then please tell everyone that there will be a feast here. Gut, ich schau mich mal um. Yeah, we can also check out how everything in Sumeru is going now. Weißt du, wo die anderen sind? When I wrote the letters, I heard that Dia was in Port Ormos, and Alhaitham was at the Academia. As for Sino, we've only heard that he appears at the Academia from time to time. I'm not too sure about Rahman's whereabouts. My guess is that he's with Dia. As for Dunyarzad, I just hope she's feeling better. I sent her a letter, but I was afraid of disturbing her. If you... Okay, got it. Let's go, Traveler. Wie wär's, wenn wir auch die Nahida holen? Ups, da ist sie schon. Hab ich alle gesehen, hab ich alle gesehen. Okay. I'll go to the Adventurers Guild later and ask Ms. Catherine if she knows how to get one of those cameras. Yes, please do. I'm sure the audience would be thrilled at the chance of receiving commemorative gifts. It could be our special surprise that we prepare for everyone. I think it's an amazing idea. Who knows? If we take more pictures, they might even become the signature souvenir of the Grand Bazaar. And Nilu will become even more famous. Ha! It won't be long till people are fighting for front row at your performances. I've heard that this camera is not just something anyone can use as they please. It must be aimed properly, and subjects should pose for the best results. Oh, should we get ready then? Perhaps we should wear something a little more appropriate. No. I think we look absolutely fine. If anything, when we pose for this, clever invention, we should just be ourselves. You really think so? Das wollte ich gerade sagen, Alter, wie lange geht es noch? Fragen der Außenation und Erlebe in der Akademie. Die Tür. Achso, ich soll da eh noch aufgehen. Vielleicht hätten wir die Kamera aus unserem Inventar verkaufen können. Die haben wir nur E3, oder? Oder haben wir nur 2? Zwei waren's. Fotoapparat, besonderer Fotoapparat. Was war denn der besondere nochmal? Nicht mal ein paar Schuhe. Die muss sie sich erst abarbeiten, die kann sie sich noch nicht leisten. Sind zu teuer. Na, wie lange noch? Bis ich halt aufhöre, Love Sky. Ich kann dir aber nicht sagen, wie weit ich mache. Ich mache halt einfach. We haven't seen Alhaitham anywhere. Let's ask that person over there. Hey there, have you seen Alhaitham around? Yes, it seems Scribe Alhaitham has gone to the house of Dana. You should be able to find him there.
But you're already the second group of people I've seen looking for him today. He must be quite the busy man. Oh? Who else was looking for him? Mr. Cave was just here asking about him. You wouldn't believe how terrible their relationship is. And now you two are here. Don't tell me everyone's here looking for gossip about the sages. Natürlich nicht. No way. We're strictly here on business. Ah, I see. Sorry, I thought maybe everyone's as interested in rumors about the sages as I am. Rumors? Oder halt Gerüchte? Ach so, das ist da drin gleich. Ich habe gedacht, das ist ein anderer Ort. Should be around here somewhere, right? Oh, ist das nicht dieser neue Charakter, der irgendwo mal gespoilt wurde? Oh, he's over there. But it looks like he might not have time for us. Er unterhält sich gerade mit jemandem. Just put down that worthless book and tell me what happened in the academia. Oh ja, das ist der. This is not just some worthless book. Do you have any idea how difficult it is to find a physical book like this in Sumeru? It doesn't matter. It's probably just another thing that you used your authority to get your hands on anyway. Just put it aside. Listen, I came back today only to hear that the sages have disappeared. Ja, ist er, will ihn haben. Ich will ehrlich sagen, er geht mir jetzt schon auf den Sack. Ich glaube, ich mag sein Aussehen schon nicht. Der wirkt so arrogant jetzt schon. Da wirkt er Hellsam, obwohl er voll arrogant ist, eigentlich sogar weniger. Oh, you sound surprised. I thought you would already know the inside story. Would I be here asking you if I knew? You're the scribe, not me. So just tell me what you know already. Der wirkt wie aus Kuroko no Basket, der Kiese. Well, I almost became a sage. Huh? Oh, don't sound too surprised now. You're the renowned Kave, light of the Ksharawar. Besides, as a master builder and craftsman, chances are you'll be appointed as a sage too. Why do I feel like you don't really mean it? Huh. What makes you say that? Why would you question my heartfelt sincerity? Maybe it's because you've never said anything good about me before. Yeah, well, I share a similar sentiment, and anyone who knows you as well as I do would surely do the same. Oh, you... See? This is why I hate discussing anything with you. Your ridiculous and arrogant attitude always gets in the way. It seems that you really can't stand my personality. Ha! What was your first clue? Well, then you might as well move out of my house. Are you threatening me? Stooping to a new low, I see. Ugh, and don't change the subject. You, a sage? What a joke. The academia might as well just close tomorrow. Are they having a fight? Warten wir ab, wir haben es nicht eilig. Forget what's going on with the academia. Haven't you been busy with your construction project? Tell me, when are you going to build yourself a mansion? Don't get me started. I get angry just thinking about it. So, what great building did our master architect work on this time? Like I need to tell you. Keep your nose out of my business. No, I think we deserve to know. Where were you when Sumeru needed you most? I was in the desert for a large project, but considering Haravatat's utter ignorance of architectural and aesthetic matters, you probably wouldn't understand. Which is truly unfortunate. I can only pity the man who doesn't understand the first thing about beauty and romance. Unlike a true... Oh, deswegen geht er mir auf den Sack. Er ist so ein Typ.
hold on. Wait a second. What do you mean by when Sumeru needed me most? Well, while you were out fiddling around in the desert, many people came together to save Sumeru from a crisis. Ha! And you think I'd believe that? Look, all you really need to know is that Azar and all his accomplices have all been overthrown. Huh? What nonsense are you talking about? It's no skin off my nose if you don't believe me. It's not like my Darshan was the one trying to apply for funding from the Grand Sage. Yours, though, on the other hand... You know what? I'll ask around. I'm sure someone knows what's going on here. You're dead if I find out you're lying to me. Er ist blond und er ist ein Arsch. Ups. Ne, das Problem bei dem ist, manchmal habe ich ein Gespür für solche Charaktere, weil ich halt schon so solche Chars halt schon so viel zu oft in Animes gesehen habe. Und wie er angefangen hat von, du verstehst das von Schönheit und Ding nicht, wusste ich schon, dass er so ein Charakter ist. Deswegen, ich habe schon gemerkt vorher, warum er mir da quält. Oh, it's you two. What's the matter? We're running some errands for Nilu. Have you received her letter? Letter? Nilu said she sent out a letter inviting everyone to a celebration feast in 2 days at the Grand Bazaar. We'll also be celebrating Zaino's reinstatement as General Mahamatra. If she addressed the letter to all Hatham of the Academia, then the letter should have gone to my office. I've been busy these days, so I haven't had time to check for any new mail at my office. I only now have some free time to attend to personal matters. Have you always been so busy with your work? Of course not. I'm only busy these days because several sages have been dismissed recently and the whole academia was practically turned upside down. Kainari told us they all went to train in the Avidia Forest. Apparently they will spend the rest of their lives there. That is already the best possible ending for the likes of them. 4 of the 6 great sages were possessed by their desire for power and attempted to create a new god. In order to pull it off, they even imprisoned the other 2 rational sages. To imagine such things could take place in the academia. I don't know where to begin. Die 6 Weißen, das sollte ein klasse Name für tolle Leute sein. Yeah, you're right. Huh. Feels kind of strange to hear them called that after all this time. But then again, the 6 great schools sounded pretty impressive too. Yes, at least that's how they're supposed to sound. It's said that when the Academia was first founded, the Dendro Archon herself established the 6 great schools. Numerous Darshans have sprung up and faded. Only the 6 Darshans attaching themselves to the 6 great schools have stood the test of time and obtained permanent seats in the Academia. Now, the 6 Darshans are nearly synonymous with the 6 great schools, and the leaders selected for the schools are the 6 great sages. Among the 6 great sages, there is one central leader, the Grand Sage. Unfortunately, only the sages from Vahumana and Amorta remain now. They were imprisoned for opposing Azar, and were only rescued after Azar's downfall. So who's managing things in the other 4 schools now? Do they need to find someone new? Yes. Normally, new sages are selected based on a strict set of criteria. Oh, didn't you just say something about becoming a sage? If they pick you, then we'd have a huge connection in Sumeru. Jawohl. Yes, about that. You didn't let me finish my sentence. The person in charge of personnel affairs nominated me to be the Grand Sage in place of Azar and help Lesser Lord Kusanali manage the Academia. But I refused. Huh? But why? Can't you be a little more ambitious? I'm not even interested in being one of the 6 great sages. Like I said before, I don't like being a leader. Oh, all right. So are you busy these days trying to find others to take the job? That's not my job either.
I'm only responsible for handling important affairs within the academia before the new sages take office. Also bist du der vorläufige Leiter? And the first thing I'll do is reject Kasharawar's application for funding. Wie er erstmal ablehnt. By the way, who was that other person just now? Is he your friend? Do we look like friends? Paimon doesn't know. That's why Paimon's asking. His name is Kaveh, my roommate. You could say he's the representative for Ksharawar scholars. Er scheint deine Worte anzuzweifeln. Which is exactly why he always has so many problems. So everything that's happened recently must be a huge change for the people of Sumeru. Viel Glück mit den Bergungsarbeiten. Such is the work of the Academia Scribe. Well, anyway, no matter how busy you are, since you are our planner, remember to attend the celebration feast in 2 days. Alright, I'll see you there. Ich kann ja direkt schauen, wie lange einer abonniert hat. Es gibt nur manche Leute, da steht neben dem Zeichen, wie lange sie schon da sind. Also im Prinzip zwischen 1 und 12 Monate. Oder zwischen 1 und 11 Monate. Und dann steht dann am Ende bloß nur 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre. Dann mehr geht nicht. Und manche haben es ausgeschalten. Da ist wahrscheinlich das Profil auf privat oder sonst irgendwas. Da kann ich es auch nicht sehen. Es kommt halt immer drauf an, wie die Einstellungen sind, dass ich sowas überhaupt ein bisschen sehen kann. Ah, da, almost. Weil ich habe unten in meinem Dashboard, wo ich mein Zeug einstellen kann zu den Videos. Hast du mich gerade gehört? Da kann ich zwar sehen, wenn mich wer abonniert hat, aber das sind echt selten welche, weil die meisten das scheinbar ausgeschaltet haben. Da steht dann halt der Name, wer mich abonniert hat. Aber normalerweise sehe ich halt eigentlich fast so gut wie nix. Ich sag mal, 90% der Leute, die wo irgendwas auf meinem Kanal schreiben, kann ich nicht schauen, wie lange die schon da sind. This is Port Ormos. Now where could Dunia Saat. Is that Paimon I hear? Huh? Oh, it's been a while. How are you doing? Dunyazad! It's been so long since we've seen you! Uns geht es sehr gut und dir? I'm doing well. I can go as far as saying I have never been happier in my entire life. Ja, ich meine, wir haben es gesehen, aber es so zu sehen, ist noch geiler. Wir haben es gesehen, aber es so zu sehen. Aber es jetzt vor uns zu haben dann eben. I don't know if you've heard, but Elazar has completely disappeared, and all the patients have recovered. You kidding? Knowing them and the connections they've got, I'm sure they've heard about it. Du warst also doch hier. That's right. My lady is feeling better now, so I'm accompanying her for a walk. Ist aber ein langer Walk gewesen von Sumeru City bis daher. Why do you still call me that, Dia? You've already informed my father of your resignation. I guess I'm just used to calling you my lady. Old habits die hard. Resignation? You mean you're quitting? Yeah, I might start losing my edge if I keep being a bodyguard for the Homayanis. You know that my parents and I are fond of you, and that we appreciate you very much. It wouldn't be a problem if you wish to continue to be our bodyguard. I'm not a woman that's easily persuaded. You should know that by now, my lady. When I took this job, I had already decided that I'd quit as soon as you'd recovered. It's time for me to get back out there and chase that horizon. So what are you gonna do now if you're not gonna be a bodyguard anymore? I want to take a risky job and put my body to the test again. Huh? But we literally just finished one of the most dangerous jobs ever! Are you getting bored already? I know. If I hadn't joined in that plan with you, I wouldn't have come up with this idea. I guess I still get fired up by that feeling of going all out in a fight. It made me realize that I'm still a mercenary through and through. Life is short, and I'm happy that I got to be a part of that operation.
But the whole thing also made me realize that there are still many problems in Sumeru. And as a desert dweller, I'm still not completely ready to settle down on this side of the wall. Well, I remember a friend had someone bring you a message. You mean I'll hate them? I didn't expect him to still remember that. I thought he was joking. We just came from talking with Alhaitham at the academia. Did he tell you that he suggested that I come work at the academia? What? Davon habe ich noch nichts gehört. I heard that Azar and his cronies fell from power, and Alhaitham told me that now was a good time to find a job in the academia, but only if I wanted to. Whoa. Paimon can't see you being anything other than a mercenary. Me neither. But I think Dia would look great dressed up as a scholar. Das war der neue Skin für die Dea dann. Ugh, forget about it. I wouldn't last 10 seconds in there. I'll hate them probably just like the way I worked and knew I'm good in a fight. So he suggested I find some work in the academia. But you know, if you take him up on the offer, Sino might actually agree and let you become a Matra. Because you're super amazing. The Matra have all the talent they need as long as they have Sino. I prefer to be free to live however I choose. In fact, I chose this job from the very start because I knew it'd be right up my alley. Even if being a mercenary means facing all kinds of danger. A lion has to return to the wild sooner or later. If anything, being your bodyguard has been unfamiliar territory for me. I don't want to see you go, but I'll respect your decision. I'm glad to hear you say that. Come on, no need for the sad face. It's not like we'll never meet again. Die Freiheit liegt in der Natur von Dea, nicht wahr? Guten Abend, Cora übrigens. Once the whole Dendro Archon thing is settled, everything in Sumeru will take a turn for the better. That makes me happy too. But a peaceful society will probably mean less demand for mercenaries like me. Before long, we'll be a dying breed. So I'd better get to work while I still can. Huh? But wait a second. You make it sound like you're leaving now. Well, no, not yet at least. I promised my lady I'd stick around until next week. So, have you been in Port Ormos this entire time? We were wondering if you had received a letter from Nilou. Oh, did Nilou write to us? She heard that you were seen in Port Ormos, so she sent the letter here. Huh. It was probably sent to the inn that we're staying at. My lady has been very energetic lately and keeps taking me on hikes, staying out even into the night. By the time we get back, the receptionist is usually off napping on the job. Right, and we tend to leave quite early in the morning, so the old man on duty is also usually dozing off. So what it really sounds like is that the person on duty is always asleep. I bet the letter's at the reception desk. I'll go check later. No wonder there wasn't a reply. You never received the letter. Good thing Nilou asked us to come and check on that. Sorry to make you two come all the way out here. It must be something important for Nilou to specifically write to us like that. Yes, she said they were preparing a victory feast in the Grand Bazaar, and will also be celebrating Sino's reinstatement as General Mahamatra. She was hoping you could come. Great! I'll be sure to attend. Count me in too. But is there some sort of dress code or anything for the feast? Can I just show up looking like this? Since it's being organized by Nilou, I don't think she'll be too picky about that. If anything, I think she wants to see us as our most natural selves. All right, then this is how I'll show up. The feast will be held in 2 days, so don't forget. Sure. Thank you so much for letting us know. We'll see you there. Oh, by the way, do you happen to know where Sino and Raman are? The General Mahamatra always comes and goes without a trace. Normally no one knows his whereabouts. Oh. But last time we met, he mentioned that he had something to do in Aru village. You can try your luck there. As for Raman, your guess is as good as mine. I only remember he said that he had something to discuss with Sino. You can ask Sino when you meet him. Vielen Dank dir. Don't mention it. You'd better get going. Alright, on to our next stop. Oh, ich freue mich so drauf, wenn wir sie ziehen können, ey. Ich finde, sie ist so ein geiler Charakter, ey.
Vor allem, ich liebe diese Augen, Mann. So Katzenaugen finde ich einfach super. Und die sind echt besonders gut gemacht. Vor allem dieses Stechende. After recovering from Elazar, everything seems so different to me. Plus ihre When Art. I look at the scenery I've visited before, it has a completely different feeling. Yeah. You need to be stronger than an ox to take life by the horns. I think I've heard you say something like that before. But today, I finally understand what you mean. Is there any place you'd like to go? I can accompany you. What if I tell you that I want to go to the desert? Fine by me. If we go to the desert, I can introduce you to my friends there. But we should prepare and get everything we need before setting off. Let's go! I'll go pack my luggage now. After we're done with the feast in 2 days, we can go have fun in the desert. You can count me in. Oh, ich finde es so mega, wie die Dunia-Start abgeht. Der ist liebe Bedouin dann. Stimmt, ja. Aber das haben wir ja damals, glaube ich, schon relativ am Anfang gesagt, dass es wie die Bedouin Land wirkt. Ich find's mega. Schade, dass er erst in ein paar Patches gleich angeblich kommen soll. Also ich glaube, 2, 3 Patches liegen, glaube ich, noch dazwischen, bevor sie kommt. Angeblich, man weiß es ja nicht. Weil jetzt kommt ja jetzt dann erstmal Skara. Ich weiß nicht, ob danach dann, glaube ich, Al-Haytham... Ja, danach soll, glaube ich, erst Al-Haytham kommen. Und danach ist ja, glaube ich, dann das chinesische Neujahrsfest schon wieder. Da kommt dann erstmal, glaube ich, angeblich dann der wieder. Oh, der ist nicht cool, du bist auch cool, Klaus, danke. Dann kommt ja angeblich dann erstmal, wie gesagt, das chinesische Neujahrsfest. Dann kommt ja dieser Dr. Fuzzi da, der aus der Bubu-Hütte oder so, glaube ich. Angeblich, wie gesagt, das kann sich ja alles noch ändern. Das sind ja alles nur Leaks, die wo ewig weit gehen. Und danach, glaube ich, erst der. Oder sie kommt irgendwann davor noch. Ich weiß es nicht mehr genau. Weißt du, was mehr weiß? Aber irgendwas in der Richtung war es, glaube ich. Also kann sein, dass es noch ein bisschen dauert. Also sie kommt in Kombination mit dem anderen 5-Sterne-Charakter. Lange nicht gesehen. What brings you here? We recovered well, and Tanari agreed to let us leave. So now we're out and about again. It seems Gandharvaville's medical treatment is still as good as ever. And Tanari is recovering well too. That's good to hear. Danke, dass du uns zu ihm gebracht hast. Yeah, you're the one who brought us to him when we lost consciousness, right? Thanks for that. You're welcome. Tainari has excellent medical skills, and Kale is quite attentive. It was the best place for you. But why are you just standing here like a dead tree? I'm meeting some people. Oh, you mean Candace? I've already talked with Candace and the village chief. They're still at the usual place. You can go there if you'd like to see them. But you know one of the people I'm meeting as well. Oh, by King Die Jeshua's anderen zwei. blessing, my friend suddenly appears in the desert. Don't tell me you've run into trouble and need us to help now. Roman! And, huh? Sataria? Oh, you know me? Oh, well, you're pretty famous in the academia. Don't worry, these are our friends. No need to be so guarded. I see. Wie läuft's in letzter Zeit? I'm doing well. Many good things have happened recently. Same here. Really, I feel that my whole life has started to shine after suddenly finding a new direction. Oh, tell us everything. Yeah, you go ahead. Alright, well, I suppose I should start by saying I've decided to leave the academia. What? Du bist keine Gelehrte mehr sein? It's not that I've given up on being a scholar. Instead, you could say I've found a new identity. I will no longer pursue research like a typical scholar, but I have not completely given up on my relationship to knowledge either.
I can see what you're saying now. What do you mean? I plan to leave the academia and return to teach here in the desert. Wow, so you want to become a teacher? Sataria will return to support education here and teach people from the desert. She can't teach everyone on her own, but there are many of us Eremites all over Sumeru. She came to discuss a collaboration with me and hoped that I could bring her ideas to the Eremites. Yes, it's my hope that the Eremites can help me select a group of smart people with the best aptitude for teaching. I'll teach them, and after they've finished learning from me, they can go educate more people. That is the true meaning of education and the spreading of knowledge. The people of King Deshret suffer from sandstorms, exile, and ignorance. Miss Sataria is more than welcome to come teach here. Her arrival is like a star shining in the desert night. Oder so ein sternenes Ding, wo wir uns hinhängen können. The stars have always guided caravans, thieves, soldiers, and travelers who get lost in the night. They lead those in the dark out of trouble and back to safety. Oh, please. Where's all of this coming from? I'm starting to feel a little embarrassed. You deserve these compliments. Mercenaries are accustomed to danger and don't fear death, which is why we recognize extraordinary actions that common people would easily overlook. Sataria's idea will bring much good to many people. At first, I feared it was destined to fail. Everyone knows that the academia doesn't allow scholars to teach in the desert without permission. As you know, all knowledge is under their surveillance and control, and very few desert dwellers are as lucky as me. But what I heard at that time has been haunting my heart, as if there were lightning bolts constantly bombarding my soul. Sataria, you tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the academia's grasp on you will become. Sataria, why haven't you gone home? Never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. Miss. These words sparked something in me, and I knew that I had to bring something back to my people after going home. I gathered up the courage to approach the Grand Sage, only to find that he was no longer at the academia. Lord Sino told me that Azar didn't belong there anymore. Azar has received much-needed punishment. Though, if you ask me, it may have been too light. Yeah. Lord Sino helped me obtain permission to leave the academia for the desert, and accompanied me here to discuss collaboration with members of the Eremites. My plan was able to go smoothly thanks to him and Rahman. You're all doing so much for the desert. Aside from that, I also have some other business to discuss with Sino. Lesser Lord Kusanali has allocated many resources to support and develop the desert. I've done some business for her, and part of it required the assistance of the Eremites. I applied for a few batches of educational materials from the academia, and sent them to several groups in the desert, as instructed by Lesser Lord Kusanali. I believe the people will make good use of them. That's exactly what the people here need. Physical books and other related items. If it weren't for Sino and Lesser Lord Kusanali, I'm afraid we'd never be able to get our hands on them. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber für den verdammten Gürtel brauchst du einen echt großen Schlüssel. Apart from this, the academia is also recruiting scholars that are willing to teach in the desert. I'll let you and Sataria know as soon as I have any more news. We must be persistent about this, and maintain these resources to ensure long-term effectiveness. This is the first time in hundreds of years we've had a glimmer of hope. I think, remember these words. Here lies our faithful priest, Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. I hope people with wisdom like that priest will rise again among the desert dwellers. Then we'll once again see the wisdom and glory that once shook the world. Enough about us. Are you here to discuss some business too? No, not at all. We're actually here on behalf of Nilu. Nilu wanted to write to everyone, but she wasn't sure where the letters should be sent, so she asked us to come find everyone personally. A celebration feast will be held in 2 days at the Grand Bazaar. She hopes that all of you will be able to attend.
At the feast, we'll also be celebrating Sino's reinstatement as General Mahamatra. Although, judging from your appearance, it seems you've already been reinstated. Paimon thought you would only start working for the Academia after the feast. Celebration? Feast? Hey, du weißt nicht Bescheid? It's the first I've heard of it. Tainari was right. He really didn't know. This feast is for you, Sino. Sounds to me like you'll have to be there. Oh, fuck. It's rare to see that kind of expression from Lord Sino. You must not like feasts very much. No, not really. But I'll go. Bitte kommt auch mit ihr beiden. Well, I still have a lot to handle here. Besides, I need to look after Miss Sataria in the desert, so I'll have to pass. I'm afraid I won't be able to join you. Although, if you'd be so kind, please give a message to Miss Nilou for me. The message is, I'm sorry for how I treated you before, but now I understand the beauty of your dance. It's like a light shining in the sky. You and the art you symbolize are not only beautiful, but also lively and powerful, so much so that it was prohibited. Please keep dancing, and someday I'll be able to appreciate your art in person. Okay, we've got all that down. Wir werden es auf jeden Fall an Nilo weiterleiten. Our job here is complete as well. Oh, Sino, remember, party's in 2 days. Make sure you're there. Got it. Anyway, our preparation has been going smoothly these days. Can such good things really be happening in the desert? Yes, even if you can't bring yourself to believe it, you should at least believe in those of us who are working hard to make it a reality. Indeed. Take it one step at a time. There is still a long journey before you. What heartwarming words. Es ist schön, wie das alles besser wird. Es war sowieso die ganze Zeit Schwachsinn, Alter, von denen, das zu unterdrücken. Ich meine, vor allem, die Wüste war ja scheinbar auch eine Hochkultur mit dem ganzen Wissen und alles Mögliche. Bis natürlich dieses verbotene Wissen ausgetreten ist. Ah, warte auf den Beginn des Baguettes, Alter. Erschreckt mich nicht so. Warte mal. 2 Tagen, oder? Übernächster Tag. 19. Oh ja. Achso, das passt ja 20:49 Uhr. Kann ich mich noch hinporten. Tick 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 Kurzzeitgedächtnis lässt grüßen, ja. Ich dachte mal auch gerade, ich schaue nach. Warte mal, wann war es? In 2 Tagen. Nachschauen? Okay, in 2 Tagen. Wieder reingehen. Warte mal, wie viel Uhr war es nochmal? Ah, okay. Mich hat's die Woche erst wieder an der Arbeit drüber. Da habe ich auch gesagt, ey, also ein Idiotentest fürs Fahren, ich würde komplett durchfallen. Schon allein wahrscheinlich dieser, weil öfter mal welche erzählt haben, die kannten jemanden, der wo dahin musste, und dann kam halt so erstmal so die Frage, ja, haben sie gerade die Tür nicht zugemacht? Und sobald es sich rumdreht, ist es schon vorbei. So in der Richtung, du kannst ja nicht mal merken, ob du die Tür geschlossen hast. Da wäre ich total im Eimer. Da sind sie alle. Ich lade die Kusanali noch ein. Everybody's already here. Looks like we're the last ones to arrive. I'm here. Wie angepisst kannst du dich anhören, wenn du beim Bankett bist. Ja, ich bin da. Puh, wenn man so auf den Boden spuckt oder so. Ah, there you are. Guten Abend. Well, look who finally decided to show up. You look like you came here immediately after finishing up some work. I'm very... Wait, we're not late, are we? It's just that everyone else arrived ahead of time.
I propose that the last one who arrived be put in charge of today's speeches. Nah, there won't be any speeches today. Oh, really? Well, even better. Come join us over here. Let's share some great food and drinks, and chat about all sorts of fun things. Everything looks quite good. Wow! Paimon can't wait! Traveler, just look at all the delicious food here! Vorbereitung zum Baguette zur Wiederherstellung von Mamatra, dem großen Basar, liefen wir im Schnürchen, essen und trinken war köstlich und Ausstattung war ein Augenschmaus. Ich hab's geschafft. Alle Beteiligten genossen das Festmahl und durften sogar eine Vorführung von Nil und ihren Freunden vom großen Basar beiwohnen. Zeit verging wie im Fluge. Das Bankett war so bestechend wie ein Traum. It's so delicious! Oh, this grilled meat tastes amazing! The food was specially prepared for you by everyone in the Grand Bazaar. And we have gifts that were sent by the residents of Sumeru City when they heard we were holding a feast. Everyone that came said that you saved Sumeru, and wanted me to thank you all on their behalf. Ah, feels kinda nice to be seen as a hero. I could get used to this. Being a bodyguard is also a hero's job. You've always been amazing, Dia. My lady sure has a way with words. Thanks. I'm glad to hear it. And I'm happy to meet everyone that participated in the great plan. Don't mention it. Come to think of it, we've really done something impressive together. It's unbelievable. We owe it to our abilities. And luck. Really? Why do I remember everybody thinking that luck was against us and feeling like we hardly had a chance of succeeding? That's how I remember it too. It's luck that brought us together, and it was luck that let us form a team. Then, it took even more luck for us to formulate a plan and implement it successfully. Moreover, judging from the results, everything worked out well. Yeah, everyone gave it their all when it mattered most. It was almost like a performance. We took the stage and put on our best show. Everyone played their part, and thanks to everyone's efforts, the performance was a great success. So, would you say we're good actors too? Noch ein neuer Titel, wie schön. It's such a blessing that Lesser Lord Kusanali was able to return to power at the Academia. Yes, even after being abandoned and neglected so many times, she's finally returned. Zurückgeschafft, Misserfolgen? Uh-huh. Lesser Lord Kusanali once used all her power in a great disaster, which resulted in her losing all her wisdom and memories of the past. The Academia basically abandoned her because of it. This should be something everybody should remember. Huh? You look surprised. I didn't say anything wrong, did I? Ah, ja. Jetzt kommt der Rest zum Tragen wegen Ding. Hä, warte. No, everything you said is correct. Ah ja, genau. Die ganze Geschichte hat sich ja geändert, weil die höhere Herrin Rukadevata weg ist. Ausgelöscht wurde komplett. That's good. Something wrong? Yeah, what's with that face? You knew all of this already. Ach nichts, ich war nur etwas abwesend. Even if those two giants of the Academia are here, I still have to say it. Those sages really have some nerve. 500 years ago, Lesser Lord Kusanali used all her power for the people of Sumeru. And what did they do in return? Was hätten sie ihre Erinnerungen und Kenntnisse zur Geschichte von Sumeru verändert, nachdem die höheren Herren Rukadevata in Vergessenheit geraten ist? Damit glauben sie, dass es immer nur einen Archon in Sumeru gibt, die niedere Herrin Kusanali. Vielleicht bin ich die einzige Person in Tevia, die sich an die höhere Herrin Rukadevata erinnert. Als Zeuge dieser Begebenheiten sollte ich ihre Wahl respektieren und ihr Geheimnis hüten. If you bite the hand that feeds you, don't act surprised when it turns into a knuckle sandwich, right, Sino? Perhaps I shouldn't say this, but their treatment of Lesser Lord Kusanali calls for a more severe punishment. You could simply tell Lesser Lord Kusanali that you wish to have Azar and his accomplices severely punished. I respect our deity's decision, and won't interfere in any way. While we're on this topic, why didn't you accept the Academia's invitation to become the Grand Sage?
Are you trying to say that I'm fit to be a sage? Not at all. But every person handling the selection process has said that you are the most suitable candidate to lead the academia right now. Why? Because he dethroned Azar from power? Could you try to put it another way? This is a good thing, yet you're making it sound like I overthrew Azar for my own personal gain. But seriously though, I always wondered if you had some personal motives behind it. I did have my own motive, but it had nothing to do with being a sage. If the rules of our nation were suddenly cast by the wayside, then it wouldn't be long until chaos ensued. By that, you mean your life working as the Academia's scribe. Precisely. Wait, is that all? So, that's the only reason why you joined us and came up with all those plans? It's reason enough. You've certainly got quite the personality. You flatter me. All right then. How about you? You've already resumed work as the General Mahamatra, right? That's right. Will you be happy with that life? It's not about being happy. There are merely a lot of things that I must do. Even so, keep your spirits up and try to be happy, okay? And try to smile more every day. Just like I'm doing now. Ich glaube, Sino weiß nicht, wie es Lächeln ist. Ah ja, Alter, der macht mich mit seinem Lächeln echt fertig, ey. Der ist der wahre Sonnenschein hier. Thank you. I'll keep that in mind. Schade, echt schade, dass ich keinen an sie erinnern kann, ey. Fangen wir mit der Nervensäge an, der nicht lächeln kann. Unser Sunshine. Sunshine Sino. And everything is delicious. Du bist ein seltener Anblick auf einer Feier. Yeah, I don't often come to such places, but it feels quite good. I have a lot to handle these days. Otherwise, I could show you around. Schon gut, wir kommen auch alleine klar. There's always next time. We're friends after all. Ja, wir könnten noch bessere Freunde sein, wenn du nicht gedacht hättest, dass für 50 Züge für dich nicht reichen, Penner. This feast is pretty good. I like it. Oder nee, warte, ich glaube, ich habe 50-50 verloren, oder? Ah ja, stimmt, nach Sino kam ja Nilo. Noch mehr erschien I Nervensägen. seldom participate in such lively gatherings, but the atmosphere here is quite good. Ich dachte, du würdest dich langweilen. No. This gathering today has a unique meaning. The Grand Bazaar is lively because the people here feel happiness from the bottom of their hearts, unlike the farces at the Academia. That happiness is an emotion that'll be forever alien to those bookworms who have driven themselves insane by studying. I seem to have taken both keys when I left the house. Oh well. So, und ihr zwei. My lady, the grilled meat over there is delicious. Have you tried it? Yes, I also tried some fruit just now. Oh, they're very sweet. What an amazing place to relax. No wonder everybody likes to rest at the Grand Bazaar. You said it. Oh, look who else is here. Hello! Oh, I'm so happy Nilu invited everybody. Oh, now I have the chance to meet all the heroes. Gern, ich freue mich hier zu sein. Hey, less of that polite chit-chat and more eating and drinking. The feast is about having fun, not stuffy formalities. Das Fressgelage. Sie sagt das Fest und übersetzen das Fressgelage. Ah, there you are, traveler. Well, how is it? Are you enjoying the feast today? If there's anything you're unhappy with, just let me know. Ein tolles I'll be Bankett. sure to take note of it. Ein tolles Bankett. Danke für die Einladung. That's good. It's the first time I've ever invited so many exceptional people to one place. I was a little nervous myself. You see, every guest here is quite extraordinary.
It's unbelievable that we've got everyone together here. Almost like a fairy tale. Make sure you live it up tonight. I'll be happy as long as you're enjoying yourselves. Ich möchte dir etwas verraten. Du hast Nilo erzählt, was Setaria gesagt hat. I'm Ach honored so. to have her think of me this way. If I have a chance in the future, I would really like to invite her to one of my performances. I can't explain why, but I just feel elated right now. Thank you. Schläft meine ein. Hey, what's wrong? Your head is starting to droop. Ach, ich werde etwas müde. Hey, you can't just fall asleep here. Paimon will go find something delicious for you to eat. You'll wake up once you've put something yummy in your tummy. Wirklich? Of course. Just wait here for Paimon. Ich bin plötzlich so müde. Habe ich gestern Nacht nicht gut geschlafen oder habe ich ein Bäuchlein zu voll... Oder habe ich mein Bäuchlein zu voll geschlagen? Warum übersetzt das jemand mit Bäuchlein? Huch, wer ist da? Hm? It's me. Ja, dachte mir schon. Na, hier, unser Bewusstsein ist wieder verbunden. You may blame me for being a bit too self-indulgent. I was thinking about talking with you, and the next thing I knew, I had made a connection with you. The connection between us is amazing. It's like flora and the fence it grows upon. Brauchst du Hilfe? I heard there's an amazing celebration feast today at the Grand Bazaar. I wanted to have a look for myself, so I snuck in. Lately, I've been so busy dealing with all the fallout from recent events, so I really haven't had any free time. Although you've already helped me with a lot, there's still one more thing I hope you can help me with. Was denn? Please say thank you to everyone for me. Verstehe, Naida, am besten sagst du es ihnen selbst. Oh, is it not convenient for you to do that for me? Manche Dinge muss man selbst erledigen. But if I just show up all of a sudden, people will become all quiet and stiff, won't they? What if I end up scaring them and ruining this wonderful feast? That'd be the last thing I want. Kinder, mal auf die Erwachsenen zu hören, jetzt schiebt deinen Arsch jetzt zum Bankett. 500 Jahre alte Kinder. Bitte beruhig dich, nichts wird passieren. Let me think about it. Okay. Gott sei Dank, ey, ich dachte schon, sie fehlt. Hast du dich entschieden? Yes, I have. Dann ist gut. Wie? You said I should go thank everyone as myself, right? So... Warte, die hat jetzt nicht mich übernommen, oder? I've decided to borrow your body for the time being. Please don't blame me. The flora also climbs up to the fence to get closer to the sky. Dann versprich mir wenigstens, dass du nichts Komisches von mir gibst. Everyone! Are you awake now? Paimon was just about to bring you the food. It's me. Huh? That voice. Nahida? Hold up, what's going on? I didn't expect to have a conversation with the consciousness of Lesser Lord Kusanali in the Grand Bazaar. Interesting. Is this also a part of the feast? No, of course not. Are you Lesser Lord Kusanali? Hello, Nilu. You know who I am? Yes, I already know every one of you. Nilu, Alhaitham, Sino, Dia, Paimon, and Dunyarzad. Lesser Lord Kusanali? I took the liberty of occupying the traveler's body so that I could thank all of you in person.
Thank you so much for rescuing me, even if that meant placing your own safety in peril and taking the risk of becoming enemies with the academia, the sages, the doctor, the balladeer, and even the entirety of Sumeru. Without you, without any of you, I would have been in a much more difficult situation. Had you not helped me to resolve the crisis, not only I, but Sumeru and even the entirety of Teyvat would have suffered great misfortune. People refer to you as the heroes who managed to rescue a god. I'm quite fond of this name. It not only explains your identities, but also bears witness to your relationship with me. Please, allow me to present to you my most sincere gratitude. Lesser Lord Kusanali, you have done so much for Sumeru, and I didn't even have a chance to do anything for you. You don't have to do this. Dinyarzad, the suffering you endured during your illness is also proof of you being with me and praying for me. Thank you. You don't need to be so ceremonious. It's always been my duty to protect you. This is how the relationship between the Academia and Dendro Archon should be. We just did what was necessary and set things back on the right path. You're an Archon, but you act so humble. You really don't need to be so polite with us. I'm honored to have been able to take part in this plan. I hoped you liked the dance I dedicated to you. Thank you, all of you. Thank you so much. Siehst du, ich hab dir doch gesagt, dass sich alle freuen, dich zu sehen. Ja. Nahida überraschende Ankunft brachte das Bankett zum Höhepunkt. Die Herzen der Gäste sprudelten vor Glück. Das sieht man bestimmt vor dem Sino und bei Al-Hazam. Unter dem Einfluss ihrer Emotionen sprachen sie und lachten sie bis in die tiefe Nacht hinein. Das Bankett war ein krönender Erfolg. Der Start hat einen. Musst du in die Quest, in das Quest-Menü gehen, dann kannst du das einschalten. Are you awake? Did you rest well? Es geht. After Nahida left, you ate a lot of food. You've become a glutton. Nichts im Vergleich zu dir. That just means you still have a lot to learn from Master Paimon, the Sage of Gluttony. Alright, since you're awake now, should we go and have a chat with Nahida? She should be in the Academia right about now. If you have any questions, now's your chance to ask. Du meinst doch die Questmarkierungen, die dir fehlen, oder? Tom. Achso, ja, guten Abend. Eigentlich gehst du bloß in die Aufträge rein und aktivierst es dann halt da unten mit Ziel verfolgen. Oder nicht mehr verfolgen. Und wenn es keine gibt, musst du normalerweise im Ding nachschauen, was in der Beschreibung steht, wo du hin sollst. Schön, dass die Nahida noch gekommen ist, ey. Ich hab schon gedacht, die kommt nicht. Wäre jetzt schade gewesen. Aber wie ist halt mein Körper übernimmt, ey. Huah. Die Questmarkierungen. Normal gehst du bloß Escape oder halt ins Menü, auf Aufträge und Ziele verfolgen. Einfach auf die Quest gehen, wo du machen wirst. Und dann siehst du die halt auf der Karte, so. Und wenn du weiter weg bist, wird das hier normalerweise auch nur so markiert, dann kannst du draufklicken und kannst auch hingehen. Nahida trifft Nahida. Scheiße, wie läufst du draußen rum? Hello, Traveler and Paimon. What a fantastic night. I'm still immersed in all the happiness and joy,
like a candle floating on water. So are we, and that's why we're here to talk with you. Is there anything you want to know? Über Akasha, was passiert über Scaramouche, über die nächste Station der Reise. Akasha. After recent events, the Akasha can no longer function as it used to. I've given it some thought, and have decided to shut it down permanently. But this is definitely not a bad thing. Even from the beginning, I've been planning to shut it down. The Akasha's centralized administration of knowledge has always restrained people's curiosity and curtailed the number of paths available to them. I don't think this is good for Sumeru. Although people may initially feel a little uncomfortable with the loss of the Akasha, they will soon understand that this life is more suitable for them. And as for the future of Sumeru, I'm preparing to regain control of the academia. The former sages have received their punishment, but the new sages have yet to be selected. I will oversee the process personally. I hope that the new 6 great sages will be more focused on academics. Sumeru needs such leaders more than ever. The other big issue is the people of King Deshret. All the residents of the desert, in fact. They have been mistreated for far too long. I've already taken some measures to address this. It will take some time to rebuild everything, but no matter if it's culture, friendship, or trust, we will rebuild it. Was passiert, nachdem ich an jedem Tag eingeschlafen war? You mean, what happened after the doctor put you to sleep? Hat er das göttliche Herz gestohlen? Not exactly. The top-ranked Fatui Harbingers, up to number 3, possess power comparable to that of gods. I was no match for him in that kind of situation. However, in spite of the bad situation, I still managed to make a fair deal with the doctor. I'm sure you remember the entity that changed your fate, the Heavenly Principles. In fact, the Heavenly Principles has been quiet since the Conria disaster 500 years ago. I used this point as leverage against the doctor. I told him that the Heavenly Principles may be awakened if I destroy the Gnosis. Although it's just a bluff, he still fell for it. I assumed that the Heavenly Principles wouldn't just stand by and let such extensive damage to its laws take place. And as for what I exchanged for the Gnosis, the exchange served as both punishment for the doctor as well as a boon of new knowledge that I couldn't refuse as the God of Wisdom. Sie will es gar nicht erzählen, was sie gemacht hat, ne? Egal. Scaramouche? He's still in a coma. I've hidden him like how one would hide a feather. I know you have many misgivings about him, but as someone who had become a god, he has retained a number of very useful features. Ja, er hat echt nützliche Eigenschaften. Er könnte die Würmer füttern unter der Erde. Don't worry, I'll keep an eye on him and make sure he doesn't do any evil. In addition, there are still some mysteries left in him. Some things may be very clear from my perspective, but he is still yet to understand them himself. Ach halt, warte, ich vergesse immer, dass er eine Puppe ist, ne? Ich weiß nicht, ob die Würmer denn schmecken. His future will be determined by fate. Nächste Station der Reise. Fontaine. Is that where you're headed next? Fontaine, the nation of justice? As far as I know, that nation operates in a judicial system. Does their Archon personally judge people? No, there's a Chief Justice in Fontaine. Generally speaking, the Hydra Archon, Focalor, won't preside over individual trials. However, even then, Focalor will still make herself present at just about every trial. It seems that she just likes to immerse herself in that sort of atmosphere. As Archon, she still reserves the right to influence the final verdict. Anyway, let's just say she's got, a very unique personality. Damit wäre doch Fontaine offiziell. Ja, jetzt schon. Das letzte Mal haben wir uns, glaube ich, vorm Patch unterhalten drüber.
Okay, keine. Sure? Isn't there something else you haven't asked about yet? Huh? You mean... About your sister. While you were resting at Gandharvaville, I took some time to perform an Irminsul search for information on your sister. Wir kommen von außerhalb des Sternenmeers. Irminsul hat bestimmt keine Informationen zu ihr, oder? Yeah. Isn't Irminsul a repository for all the information and memories of Teyvat? So there shouldn't be anything on him or his sister. This is true in your case. Irminsul indeed does not have any information on you. However, there must be something different about your sister. Because as it turns out, the world has recorded information on her after all. What? There is only one possible explanation. She belongs to this world. Wie kann das sein? Meine Schwester und ich haben zusammen die Sternmeere bereist. Wie kann sie aus Teyvat kommen? Das ergibt keinen Sinn. Stimmt etwas mit meiner Erinnerung nicht? Oder hat diese Welt etwas mit ihr angestellt? But nothing about this makes any sense. Wasn't this your first trip to Teyvat? Weißt du sonst noch etwas? Was ist dir zugestoßen? According to the records I was able to access, your sibling suddenly appeared in Conria. After the Conria disaster, she began her journey through the 7 nations of Teyvat. But just as her journey was about to reach its conclusion, the Irminsul records on her suddenly become fuzzy. What do you mean, fuzzy? Did something happen to her? All I know for sure is that somebody, for reasons only they can know, is deliberately obfuscating her fate. And whoever it is, if they can do that, who knows what else they're capable of. Könnte es mit dem Abgrund zu tun haben? But even that wouldn't explain how she somehow comes from this world. Something else I noticed was that according to these records, the Fatui have not classified your sibling as one of the Descenders. Ankömmling? What's a Descender? Paimon's never heard of it. Look, I'm sure you must be curious about the information I received from the Fatui in return for my gnosis, right? A very important part of the intel was about this world's Descenders. External beings, ones that don't belong to this world. Traveler, you are Teyvat's 4th Descender. Scheiße, Alter, es gab 2 vor uns. Ah, Genshin, ihr Penner, ey. Der 4.? Huh? So the Fatui count 3 other Descenders before the Traveler, and his sister isn't even one of them? Halt, warte, 3, ja. That's right. My current hypothesis is that the first Descender was likely what we now call the Heavenly Principles. As for the other Descenders, I still need to verify their existence. It could take me some time. Paimon's head's about to burst from all this crazy new information. And yet, even knowing all this, I'm sure you must still have a lot of unanswered questions. I must say, I truly regret that I can't help you more as the God of Wisdom. There are many questions in my heart as well. I will need some time to go through each one of them. Ich auch, ich brauche Zeit zum Nachdenken. And soon, you'll also begin your journey anew and depart from Sumeru. I'm very interested in your future. It's a journey that can't be observed or recorded by this world. If fate is the ultimate knowledge, then your future will be the ultimate fate. Paimon's sure glad we got to meet you, Nahida. The pleasure is all mine. I can't thank you enough. Alright, that's enough talk for today. If you ever miss me, just close your eyes, and maybe I'll appear in your dreams. Kapitel 3, 5 Tag abgeschlossen. Akasha pulsiert, die Kalperflamme lodert. Things in Sumeru have settled down now. Paimon bets people will be coming up with new and interesting ideas at this time. How about we take a walk around Sumeru City and see if anyone needs our help? Paimon has a sneaking suspicion that it just might pay off.
Is there anything you want to know? Achso, das über die Schwester erzählt sie dann nochmal. And soon, I'm very interested if fate is. Ja, das haben wir ja schon. The pleasure is all. Alright, that's an. Die können uns jetzt kein Jahr hängen lassen. Ich denke mal, spätestens mit dem Dainsleif wird es weitergehen wahrscheinlich. Ich bin gespannt, warum die Schwester nicht mehr angeblich dazugehören soll. Ist es vielleicht, weil die so lange jetzt in Teviata jetzt schon ist, dass die einfach jetzt als Individuum gezählt wird, was dazugehört? Ja. Dainsleif ist sicher auch einer von denen. Von den Ankömmlingen? Stimmt, weil der auch so ein Sternending hat. Ja, aber das würde. Aber der war doch einer aus Canria, das wäre ja dann auch irgendwie komisch. Ich meine, ich bin schon gespoilert worden, dass scheinbar Nahida was zu unserer Schwester weiß, aber ich habe nicht gewusst, was. Aber Alter. Ich meine, die bauen das mittlerweile zu so einer mega riesigen Story um, ey. Du weißt ja gar nicht mehr, was du denken sollst mit dem ganzen Zeug. Dainsleif ist auch verflucht, aber ist ein guter Ansatz. Also wenn wir der Vierte sind, die himmlische Ordnung der Erste, ist jetzt dann die Frage, ob die anderen zwei dann zum Abgrund gehören? Oder einer den Abgrund gemacht hat? Dass der Sternenhimmel bei Teviat nicht echt ist. Ja, gut, es kann halt viel bedeuten. Habt ihr schon eigentlich die Videos gesehen, dass man Nahida mit ihrer Schaukel wegschubsen kann? Wenn du mit jemandem zusammenspielst? Wie alt kann man das, was mich bei der ganzen Sache fragen? Naja, die Traveler sind ja, beziehungsweise, die sind ja, keine Ahnung, unsterblich, könnte man fast sagen. Die altern ja nicht wirklich. Scheinbar. Jetzt ist die Frage, ob am Ende rauskommt, dass das alles hier nur eine Simulation ist oder sowas. Huh? There's a new bulletin board here. And it has pictures of fungi on it. Schon sieht für ein paar tausend Jahre auch recht frisch aus. Ja, der war aber vorher schon Gott. Der war doch vorher schon irgendwie so göttlich und ist dann noch göttlicher geworden, nachdem er das Ding hatte, oder? Oder wie war das? Was ist denn du jetzt von mir?
Aber damit hat sich offiziell Nahida zum nützlichsten Archon entwickelt. Während die anderen einfach nur Grütze sind. Mich würde halt interessieren, warum die Nahida die einzige ist, die erzählen darf, was passiert ist. Oder jedenfalls die Infos, die sie hat. Wahrscheinlich, weil sie nicht an das gebunden ist, was die normalen Archons wahrscheinlich sind. Den falschen Himmel finden die Aussage recht schwierig, weil sie so nichts sagen und allgemein halten lässt. Naja, das kann sein, ja, dass es wahrscheinlich deswegen war. Weil Nahida so ein außergewöhnliches Phänomen ist in dem ganzen System. Und das mit dem falschen Himmel könnte es vielleicht auch aufs Weltall zählen? Nein, Nahida bekommt keine Schuhe. Kann sie vergessen. Nachdem sie uns doch so wenig verrät. Nein. Die hätten mehr Infos gebraucht. Dann hätte sie vielleicht einen Schuh verdient. Aber nur einen. Vielleicht kriegst du ein paar neue Socken. Zu Weihnachten. Ja, das müssen wir jetzt erstmal sacken lassen, alles. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Jetzt haben wir auch schon wieder unsere 4 Stunden überschritten. So, die Aufnahme habe ich jetzt mal beendet, weil ich glaube, Story machen wir jetzt heute mal keine mehr. Achso, ja, ich wollte das Ding schauen. Nahida. Was heißt Schaukel auf Englisch? Nahida. Machen wir mal Bug. Warte mal. Die Musik weg. Da, wenn ihr da was macht. Da könnt ihr sie wegschieben. Aber das ist noch relativ langsam. Ich hab's gesehen, da sind die sau schnell gewesen. Ich glaube, bei dem einen, da ist die nach vorne, ist dann irgendwann über den Hügel und ist dann ewig weit über Sumeru geflogen. Oh hey, was geht? Schaukel heißt Swing. Einfallsloses Englisch mal wieder. Oder Matrix, Abgrund ist die echte Welt. Ich hätte fast eher gesagt, der Abgrund nutzt halt eher wie so die Bugs im System aus oder sowas mit diesen Portalen und so, was sie können. Weil die haben ja da scheinbar auch ein ganzes Netzwerk. Da ist halt die Frage, ob der erste Ankömmling ist ja die göttliche Ordnung, diese Welt geschaffen hat. Der zweite Ankömmling und der dritte dann den Abgrund bilden. Oder der zweite Abkömmling eine Country erschaffen hat, deswegen waren die technologisch vielleicht so fortschrittlich. Und der dritte Abkömmling hat dann den Abgrund erschaffen, irgendwie sowas vielleicht. Klingt noch Matrix. Ja, das schon vielleicht, aber ich hätte fast gesagt, dass es keine echte Welt gibt.
Das hier rechts von mir? Was ist rechts von mir? Das sind mehrere. Die Mona sieht man auch, ja. Was hat jetzt da die Dinge eigentlich gemeint? Von Ingame. Ach so. An die Weißen. Nilu? Ah ja, das sind die Pilze. Varunagata. Sporen, bla bla bla, Kinder des Waldes. Alter, scheiße, Mann. Ich werde doch hier nie mehr fertig. Scheiße, ich habe halt 3 von diesen Dingern. Halt, warte, das war ja das Event. Also 2 von den Legendenaufträgen, einmal das da. Ah ja, und dazu muss man noch sagen, dass ich Dinge auch noch habe. Oh ja, Nahida habe ich ja auch noch. Die aktiviere ich aber erstmal nicht. Und den Heiß habe ich auch noch den Sack. Ich bin gespannt, ob die Nahida dann noch mehr aus ihrem Insult ziehen kann. Ja, das ist mir schon klar. Das mache ich irgendwann mal. Momentan interessieren mich die Gebiete, wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich. Ich brauche die Gebiete, ja. Ich brauche die Gebiete erst, wenn ich nichts mehr zu tun habe. Bis dahin sind sie mir komplett egal. Solange ich die Bosse und das ganze Zeug machen kann. Habe ich so jetzt eigentlich alles gemacht, was ich machen wollte? Schon, ne? Anmelden, bla bla bla. Anführerding mache ich jetzt nicht mehr, das haben wir. Und das ist ja das Saisonaufträge-Zeugs. Wie lange läuft jetzt das eigentlich noch? 5 Tage sogar bloß noch. Oh, da können wir am Schluss nochmal einen Wunsch machen. War klar, dass nichts Gescheites rauskommt. Ich habe ja erst... Rosaria! Holla! Habe ich die überhaupt schon mal irgendwo noch gezogen? Hä, was ist denn hier schon wieder? Achso, ich habe noch was für Sternbild. Ich hab's sogar erst auf 1. Jetzt. Ach so, die Krabbe aus der Tainari Quest. Die Krabbe aus der Tainari Quest, der Roboter. Sebastian aus Ariel. Unter dem Meer.
Kannst du jederzeit besuchen gehen. Ja, aber wir wollten sie alle für die Kanne haben. Ich habe also echt schon sehr viel in der Kanne gebaut. Ich habe einen Teleporter aufgestellt und die Leute da unten hingestellt. Damit sie Freundschaft sammeln können. This realm. Gibt es eigentlich noch irgendwas, was eigentlich sinnvoll wäre? Das wäre eigentlich noch ganz cool. Ja, Bank ist auch nicht schlecht. Steinbruchlampe braucht kein Schwein. Ich weiß nicht, ich bin momentan kein großer Fan von den Sachen hier. Die schauen alle so billig aus. Ich meine, die Sachen schauen schon ganz cool aus. Also viel zu urwaldmäßig. Gefechtsbereitschaft des Waldhüters. Schatz des Landes. Oh, das schaut eigentlich ganz cool aus. Muster des Ladens geht auch. Nicht haltbare Spirituosen. Ah ja, doch, die Bank schaut gut aus. Es gibt schon gute Designs, aber das meiste ist irgendwie so... Ich müsste erstmal das Holz von Sumeru sammeln gehen. Kannst du doch am Vorbeigehen machen, wenn du das eine hast. Was kann man mit Urgestein machen? Gebete. Du kannst... Oh, warum bin ich jetzt rausgegangen? Du kannst damit Charaktere ziehen. Du hast ja im Prinzip hier diese Gebete, unten links. Damit kannst du Event-Charaktere ziehen. Aber mit 150 kannst du nicht viel anfangen. Du brauchst 160. Da kannst du zum Händler gehen und kannst dir dann hier Urgestein kaufen für 160. Für das, die lilanen sind für die Event-Charaktere und die blauen sind fürs Dauerhafte, also das, was immer da ist. Spar dir am besten ein bisschen was zusammen und zieh dann. Ich mache immer 10 Stück. Das heißt, wenn du den Charakter haben willst, am besten auf dieses Banner ziehen oder wenn du den Charakter haben willst, auf das, weil da ist die Wahrscheinlichkeit höher. Und ansonsten kriegst du aus einem Pool von Charakteren und Waffen hier aus dem mit den blauen Dingern. Das sind die da oben. Ich hab vergessen, wo ich war. Ach ja, aber ich war beim Einkaufen. This realm is... Oh, warte mal. Das kann ich in der Luft machen, oder? Müssen wir mal mitnehmen. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Das Bett nehmen wir mit, das Bett schaut cool aus. Das Regal gefällt mir. Das können wir auch mitnehmen. Die Bücherregale finde ich geil. Gibt es morgen Gammelsonntag? Wahrscheinlich eher nicht. Weil ich morgen meine ganzen Let's Plays noch aufnehmen muss und so. Wie gesagt, den Gammelsonntag hat es schon ewig nicht mehr gegeben. Meistens mache ich da wirklich Pause, damit ich mir mal andere Sachen machen kann. Licht der Freude. Die schaut ja hässlich aus. Dafür gibt es halt den Gammel-Samstag, wo es 4-5 Stunden rund geht. Aroma des Hochtemperaturgrills. Dünner Ding. Nee, auch nicht. Schatzkammer der Stadt der Weisheit. Oh, das ist ein Haus. Wie, du willst andere Sachen machen? Naja, zuerst mal meine Let's Plays. Erstmal meine Let's Plays weiter aufnehmen. Plague Tale will ich morgen vielleicht beenden. Und ich will auch endlich mal meine Figurenvideos machen. Und eigentlich will ich schon lange mal wieder eins für Animes und so wieder machen. Jetzt kommen wir erst drauf, was du eigentlich gemeint hast. Hat aber ein wenig gedauert. Okay, das schaut schon cool aus. Lichterglanz des Schlossgartens. Die Behausung vom Pöbel. Ich warte noch auf das Benediktor. Stimmt, das können wir noch gleich machen. Warte, ich kaufe noch schon mal schnell noch ein.
Die Häuser gehen. Ruhm der Brigaden. Brauche ich das? Wir nehmen es mal mit. Oh ja, stimmt. Die Fontänen sind gut. Okay, die Lichter schauen eigentlich geil aus. Hm? Ach du Scheiße, wie viele Pläne gibt's denn schon wieder? Brauche ich die alle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ja, das geht eigentlich. So viel sind es dann doch nicht. Wobei ich die eigentlich nicht mehr aufbaue. Weil die meisten Pläne schauen scheiße aus. Das sind so billig zusammengeschusterte Dinger, die finde ich. Da baue ich eigene besser. If you ever... Kriegst Urgestein. Ist mir trotzdem zu langweilig, das Zeug zu bauen. Da sagt mir die Faulheit, wird er keinen Bock. Solange es Freundesgrades Urgestein gibt, baue ich alles. Nee, da habe ich dann schon aus Prinzip keine Lust mehr dazu dann. Und das bisschen Urgestein ist mir dann auch egal. Da ist mir der Aufwand viel zu groß für das bisschen. Was kriegst du denn da wahrscheinlich 10 oder so? Selbst bis 50 wären, wäre es mir zu viel Aufwand. Something on your mind again? Let's work through it together. Two heads are better than one. Ah, was wollte ich jetzt machen? Ich überlege gerade. Wer ist Gunni? Ah ja, da ist das Ding, was wir bekommen. Weißer Ast. Hm? Siegel für Enkonomie, Alter. Ich habe Enkonomie nie weitergemacht. Sorry, ich spiele halt mehr gute Spiele, nicht bloß ein gutes Spiel. Halt nein, warte. Beschreib was anderes da. Ich spiele halt die gute Story aus einem guten Spiel und spiele dann andere gute Spiele, bevor ich den ganzen Tag nur irgendwelche Sachen erkunde. Um zwanghaft 100% zu erreichen. Jetzt hab ich wieder vergessen, was ich machen wollte. Achso, ja genau. Liebe. Da habe ich einiges wieder gesammelt. Kolosse? Du weißt schon, dass man den letzten nicht abgeben kann, oder? Es bleibt immer einer übrig. Einer hier und einer hier. Die bleiben noch übrig. Verlorener Koloss. Level 10 habe ich ja. War das nicht so, dass immer einer übrig bleibt extra? Das hat jemand jedenfalls mal erwähnt. Also bei mir, ich habe alle, ich bin auf Level 10. Ich hab genau die Level. Ha, dann hast nicht alle. Ich hab dir was voraus. Ja. Sieg. Ja. Ich hab mal was du nicht hast. Take it easy. Den habe ich doch gestern so getauft. Jedenfalls nicht, wenn ich zugeschaut habe. Dann habe ich gerade gebaut. Nö, hast du nicht. Die Suchteile zeigen auch keinem an.
Geht nicht anders, wir müssen einen anzeigen. Du bist bloß nie in der Nähe gewesen. Du musst ja auch in der Nähe von den Dingern sein, damit du die Suchdinger ziehen kannst. Ich meine, ich kann es dir gern zeigen. Dass ich da Level 10 habe. Voll. Wahrscheinlich lassen die mir extra einen übrig, damit du im Inventar einen hast zum Anschauen. Wie lange hast du mit dem Gundam gestern gespielt? Eigentlich gar nicht mehr. Ich habe dann Star Ocean gespielt. Und habe den dann hinter mir ins Regal gestellt. Und heute früh habe ich ihn dann da oben auf dem Bildschirm geguckt, weil man den... Ja, wie gesagt, du musst nur in der Nähe sein. Du musst halt auf der Karte mehrfach rumlaufen und schauen, wo du das einsetzen kannst. So habe ich den damals gefunden. Weil ich mir auch gedacht habe, scheiße, wo ist denn der letzte? Such überall. Und dann habe ich gemerkt, ey, ich habe ja noch einen einzelnen... Ich habe ja eigentlich schon alle gehabt. Ich habe dir erklärt, wie das Teil funktioniert, also bitte. Ja, und ich erkläre dir jetzt, dass es da trotzdem noch einen gibt. Vom Schüler zum Meister. Scheiße, das musste ich jetzt bringen. Als ob ich das damals nicht einfach aus Versehen gefunden hätte, wahrscheinlich. Oh, was zur Hölle? Schreck mich nicht so. Hä? Achso, ja, stimmt, der bleibt da oben. Willkommen zurück, Klaus. Ja, viel hast du nicht verpasst. Wie weit war denn Sumeru-Baum und Statue? Ist ab zum Schüler wieder, husch husch. Hey, wir reden hier vom Mondstadt, ja? Meister in Mondstadt. Meister. Andere zählen nicht, weil ich nicht so viel Zeit habe wie ihr. Meister in Mondstadt. Yeah. Questbuch lernen, dann reden wir nochmal drüber. Ja, wir können gern drüber reden, wie viele geile Storys ich in der Zeit gespielt habe, während du irgendwelche Sachen gesammelt hast. Hast du gesehen, Blade 3 ist eigentlich schon mal durch? Wenn wir eh schon dabei sind. Ich habe mir meinen Fuß gebrochen, so wie es ausschaut. Pallade in der Klemme? Was? Wo ist Pallad? Was zur Hölle? Hier ist niemand. Jo, bei dir. Oh, da hinten ist der Penner. Take it easy. I see everything. Ja, ich wusste schon, dass es Zufallsereignis ist, aber hat er nicht angezeigt. Normal kommt da immer so ein blaues Symbol. Ja, schau, das letzte Line, jetzt siehst du Pallad. Warte mal, kann ich eigentlich das eine Ding machen? Das will ich jetzt ausprobieren, das habe ich heute auch auf Video gesehen. Warte mal, das war doch, glaube ich, in Ormos. War das in Ormos? Oder in Vimara? Ah, in Vimara ist so ein Ding. Ich habe halt auch so lustige Szenen gesehen, wo auch ein Bug ist eigentlich. Schon, ob ich das nachmachen kann. Geht es hier vielleicht auch? Nee. Vielleicht geht es nur woanders da.
Wir fahren mal vor nach Ormus. Warte mal, da war bestimmt unterwegs auch irgendwo eins, oder? Ah ja, da wäre eins gewesen. Fahren wir gar nicht so lange, dann gehen wir dahin. Weil da gab es irgendeinen Steg, wo das ging. What the fuck, Alter, wo bin ich jetzt schon wieder? Diese scheiß Untergrunddinger immer, ne? Wahrscheinlich wäre ich in der Zeit jetzt auch hingefahren. Ich finde, die müssten ein Symbol hinmachen neben Teleporter, die unter der Erde sind. Halt, warte. Nein, da ist kein Symbol, okay. Sagte ich schon nicht, dass da wirklich eins ist, weil auf der Map ist nämlich eins. Aber das ist, glaube ich, bloß da, wo es gerade ist, über dir und unter dir. Oh ja, da ist es. Das müsste die Stelle sein. Warte mal, wo ist jetzt das Ding? Da ist es. Was soll das denn das? Oder war das da irgendwie? Muss ich mal ausprobieren. Aber ich glaube schon, dass das vorne im Baum war. Nee, das nicht. Ach nee, man muss ja glaube ich springen, oder? Okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Hä, warum funktioniert das nicht? Schweinerei. Die sind dann voll abgeprallt und dann irgendwo hingeflogen und gefreckt meistens. Geht es nur mit einer Nahida? Weil die haben nur die Arkons genommen. Fuck. Ah ja, die springt auch ja voll cool rein, ne? Vielleicht muss ich's... Nee, die... Ich habe ein Video gesehen, da haben die das Gerät, den da hingestellt. Und dann sind die abgeprallt. Also die sind so richtig so boing und dann wegflogen. Aber irgendwie will das nicht. Den haben die schon gefixt. Fuck. Dann ist es wahrscheinlich ein altes Video gewesen. Schweinerei. Das war voll lustig, Mann. Solche Penner, ey. Und der Typ steht da jetzt den ganzen Tag und schaut blöd aufs Wasser, oder was? Hier, ich komme mal zu dir. Was geht so ab, mein Freund? Ich weiß nicht warum, aber er schaut aus, wie wenn er Drogen nimmt. Mir geht's gut. Das ist geil, Alter. Da war ich schon wie ein Arkon mit einer Arschbombe. Wollte das Bennett so los werden? Nee, eigentlich nicht. Ich wollte es eigentlich mal ausprobieren. Auf die Idee bin ich gerade gekommen. Aber, wenn wir schon dabei sind. Zum Abschluss des Tages. Nee, ich bin gerade erinnert worden. Weil dann machen wir an der Stelle dann auch mal Schluss. Wenn wir einen Bennett gekillt haben. So. Ich finde wieder nicht. Mein Kopf tut und automatisch ignorieren. Hua!
Yeah, Banner Time. Oh, wie er noch voll geil abgeprallt ist. I have failed you. Du hast 3 Wasser nach jeder im Team. Uff, sehe es erst jetzt. Das ist eine vorgeschlagene Gruppe sogar. Wobei ich die nicht mehr vorgeschlagen bekommen habe. Die habe ich einfach gemacht und dann irgendwann gesehen, dass das sogar eine ist, die wo empfohlen wird. Man könnte noch Barbara reinnehmen, wenn man will. So hat man genug Heal und killt dann auch schnell alles. Naja, weil du das Sprengen magst. Du magst diese Sprengkapseln, was er Dendro verursacht. Es klappt nicht immer hundertprozentig, aber... Zum Beispiel da, wo man Naidas Dinger sammelt. Kurz zeige ich es noch, dann machen wir Schluss. Die Typen da drin, die können innerhalb... Ja, aber da machst du ja auch mit weniger. Ja, aber Nilo fördert ja das ganze Zeug noch. Die Nilo, ihr Ding, ihre Fähigkeit aktiviert sich ja nur, wenn du Dendro- und Wassercharaktere drin hast. Ups. Ah, jetzt hat sie nicht gewechselt. Und dann ist es meistens das schon. Wenn du es gescheit ausführst. Aber ich habe keine... Habe ich genug Urgestein dafür? Oh ja, habe ich sogar. Physischer Schadensbonus. Das braucht kein Schwein mehr. Also ich mache einen Haufen Schaden damit, mir reicht's eigentlich. Du machst halt viel Schaden mit den mit den Explosionsdingern. Und wie gesagt, Nilo hat halt diese Fähigkeit, dass die viel macht damit. Was war denn da nochmal das Talent? Da, das ist dein Elementar, habt ihr alle drin, bla bla bla. Weil das erhöht die Elementarkunde aller Figuren in der Nähe um 100 Punkte. Da, das ist das, was die Nilo mit Naida gut kombiniert. Kerne der Fülle anstelle Dendrokerne schaffen. Anders als Dendrokerne explodieren Kerne der Fülle schneller, sobald sie erschaffen werden und verursachen umfangreichen Flächenschaden. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert, aber die haut halt übelst rein, also. Unten steht aber auch Elektro und Feuer. Ja, aber ihre Fähigkeit wirkt eigentlich nur, wenn du... Kerne der Fülle können weder Flammensprossen noch Supersprossen auslösen und sie teilen die Anzahl der Dendrokerne, Angriffe der Kerne, bla bla bla. Das ist ja, das ist Truppenmitglieder entweder Dendro oder Hydro. Es gibt mindestens einen Dendro- oder Hydro-Figur. Also du brauchst schon nur die zwei. Klaus, gute Nacht. Sonst würde halt dieser Effekt nicht aktiviert. Aber jetzt weiß ich auch, was mein Fehler immer war. Gut, dass ich nochmal nachgelesen habe. Weil diese Explosionskerne, diese Dendrokerne explodieren dann schneller. Doppelt dann, also 2 Dendro und 2 Wasser. Ja, ich habe ja nur einen Dendro-Charakter. Also einen guten, den ich mag. Kohle müsste ich erst aufleveln. Aber gut, dann machen wir an der Stelle dann mal Schluss für heute. 0:21 Uhr. Alter, jetzt sind wir doch noch viel länger gewesen, als ich gedacht habe.
Auf jeden Fall machen wir mal Schluss. Eventuell heute Abend vielleicht was, aber ich vermute es mal eher nicht. Und ja. Schön, dass ihr alle da wart. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Wir haben jetzt die Hauptstory beendet. Nächstes Wochenende geht es dann wahrscheinlich mit den Nebendingern weiter. Danke für die Vorführung. Kein Ding. Ich habe ja, nachdem ich den Nilo gezogen habe, ja danach erst gemerkt, ah, okay. Macht eher Sinn, wenn du einen Dendro-Charakter hast. Weil ich irgendwann gelesen habe, dass sich die Leute beschwert haben, sie macht ja nur Sinn in Dendro- oder Hydro-Dingern. First get into position like this. Then move like Und that. so, machen wir mal da weiter jetzt. Ich wünsche euch allen eine angenehme und schöne Nacht. Und ich hoffe, man sieht sich dann spätestens nächste Woche wieder. Muss ich noch die Zeiten wieder raushauen. Nächste Woche habe ich Frühschicht, das heißt 17, 18 Uhr gehen wahrscheinlich die Streams los. Also dann, danke fürs Zuschauen, macht's gut und gute Nacht an alle. Servus.